Leute, ich verlose zusammen mit meinem Sponsor Hi ein iPhone 14 und eine Apple Watch Series 8 in deiner Wunschfarbe an 2 Gewinner von euch da draußen. Alles, was du dazu tun musst, ist mit dem eingeblendeten Code hier ein Produkt auf der Webseite kaufen und damit bist du automatisch beim Gewinnspiel dabei. Podcast zu machen ist seit langem das absolut Geilste in meinem Leben. Deswegen würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmacht und mich damit unterstützt, damit ich auch in Zukunft noch richtig geilen Content für euch machen kann. Die Chancen, dass du gewinnst, sind verdammt hoch, deswegen abonniere außerdem noch den Kanal, um die Updates zum Gewinnspiel nicht zu verpassen und natürlich die nächsten Folgen des Podcasts nicht. Ich habe die nächsten 15 Stück schon vorproduziert und droppe jetzt jede Woche einen davon. Also viel Spaß mit der heutigen Episode. Let's go! Für wie viel habt ihr denn letztendlich Little Lunch von der Höhle der Löwen verkauft? 1 Million Euro. Nein, kann ich nicht sagen, natürlich. Okay. Kann ich nicht sagen. Viele Millionen. Okay. Bestimmt mal so 1 Million Euro hier versenkt und da versenkt. Einfach für Sachen, die unbedacht total dumm waren. Fernsehwerbung oder sowas. Aber ich habe mich zweimal mit dem Thelen getroffen. Thelen war super unsympathisch. Ja. Warst du natürlich nicht. Super Typ. Dann ist es auch voll verrückt, wie schnell ein paar 100.000 Euro ausgegeben sind. Und wenn du irgendwas erreichen willst im Leben, dann solltest du genau das machen. Einfach ackern und dann geht es wirklich richtig schnell. So viel Geld besitze ich gar nicht. Ja, dann sperren wir es ihr Konto. Sperren wir das Konto und machen alles zu. Haben die das dann gemacht? Wollten sie, waren sie kurz davor, das zu machen? Endlich. Daniel, dickes Danke, dass du extra hier hergekommen bist aus Bali. Extra für mich. Nur für dich natürlich. Nur für mich natürlich. Saugeil. Also, hey, ich habe tatsächlich bis gestern habe ich gewartet mit deinem Höhle der Löwen Auftritt, ne? Ich habe mir gestern extra vor dem Podcast angeschaut, weil Wo ich mir findet dachte, man den bitte denn? ich habe extra noch RTL Plus oder wie das heißt, habe ich runtergeladen, beziehungsweise ich habe mir sogar Premium geholt, extra nur für dich. Gibt einen Testmonat, also keine Sorge. Nee, habe ich extra bis gestern gewartet, weil ich mir dachte, komm, ich bin so hyped auf den Podcast, da muss ich doch warten. Und hey, die Folge war so geil, vor allem dich im Sakko zu sehen. Das war eh schon das Allergeilste von dem. Ja, ist schon ein bisschen her, dass ich einen Sakko anhatte, muss Ja, ich sagen. glaub ich auch, oder? Da bin ich raus aus dem Thema komplett. Aber boah, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte es mir nicht nochmal anschauen, oder? Wie lange ist Echt? das her? Ich glaube 2017 war das, oder? Wahnsinn. 2017 oder vielleicht sogar noch früher. Auch mit Bart, oder? Ja, mit deinem Bruder auch noch zusammen, war Ja, schon geil. richtig. Aber ich hab's Grinsen nicht mehr aus der Fresse bekommen, ne? Ja, Das kann war ich mir so gut, vorstellen. dich da einfach zu sehen. Also, weil ich dachte mir so, hey, Höhle der Löwen, das kennt natürlich jeder. Und dann bist du heute hier, ach, so geil. Ja, voll, ich freue mich auch total. Ich habe schon ewig keinen Podcast mehr gemacht und so. Ich sollte mal in Bali einen aufzeichnen, kam aber nie dazu und deswegen bin ich jetzt extra für dich hier. Die Hammer. 15 Stunden geflogen. Geil. Nur für mich. Ist so geil. Ja, perfekt. Ich würde einfach mal kurz sagen, erzähl mal von deinem Höhle der Löwen-Auftritt noch mal ein bisschen, weil ist ja, wie du sagst, schon eine Weile her. Aber wie war das so bei der Höhle der Löwen? Boah, da muss ich echt immer ein bisschen überlegen. Das ist schon so ewig lang her. Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir ultra aufgeregt waren. Wobei mein Bruder und ich, wir können sowas immer ganz gut ausschalten. Also ich weiß noch, vorher bist du super aufgeregt, aber Ja? sobald es dann losgeht, jetzt rein, läuft es dann einfach. Und das ist eigentlich, ich kann mich gar nicht mehr an so viel erinnern, weil ich habe das Gefühl, das Gehirn schaltet einfach komplett Absolut. aus und dann ist Ja. es vorbei und dann war es das schon. Ich weiß noch, wir haben uns damals überlegt, wir machen Biosuppen und die Idee war ja grundlegend schon so zum Scheitern verurteilt von Anfang an eigentlich, Ja. auch wenn es super funktioniert. Also. Aber wir hatten natürlich ganz viel Glück und als wir dann gemerkt haben, dass so Online-Marketing, keiner von uns hatte Ahnung, was er da tut irgendwie. Mhm. Wir hatten auch nur 20.000 Euro, die wir uns irgendwo geliehen haben. Und dann dachte ich irgendwann, scheiße, wie kann man kostenloses Marketing machen? Und dann kam die Show eben raus und ich dachte mir, lass uns da einfach hingehen. Und da haben wir uns dann beworben, da musst du dann so ein paar Video-Interviews durchgehen und dann wurden wir genommen als erstes Food-Unternehmen, was da jemals mitgemacht hat. Und dann standen wir da plötzlich und plötzlich hatten wir Investoren, also Das war schon ganz witzig, ja. Vor allem, ich dachte, ihr bekommt nur Frank Thelen, aber dann, also weil ich es gelesen habe, aber dann tatsächlich 3 von denen, also war schon richtig cool. Ja, stimmt, also einer ist ja abgesprungen, wer war denn der dritte nochmal? Jetzt muss ich gerade einmal kurz in meine Notizen schauen. Judith, Judith Frank. und Wural Oeger. Ach genau, der ist ja Genau. dann ausgestiegen komplett, aber also der hätte uns jetzt eh nicht unbedingt weitergeholfen. Judith war natürlich super wegen HSE24, Frank wegen sowieso Investoren und ganz vielen Business-Tipps und Gründertipps und vor allem das Team von Frank Thelen, Marc Sieberg und Alex Koch sind halt einfach Wahnsinn. Die haben uns so viel geholfen und so viel gemacht, also es war schon gut. Ich glaube, die witzigste Story, die man von Höhle der Löwen von uns vielleicht schon mal gehört hat, ist die,
dass wir ja mit dem wenigen Geld, was wir hatten, haben wir versucht, irgendwie Suppen zu produzieren. Und niemand wollte es für uns machen, weil das Problem ist entweder, du bekommst jemanden, der dir nur 5 Stück machen kann und da kannst du halt nicht wachsen, oder du hast jemanden, der sagt, ich mindestens 500.000 Stück, was Ja, auch viel zu klar. groß war. Und wir hatten dann das Glück, dass wir jemanden aus der Schweiz kennengelernt haben, die konnten dann Suppen für uns machen, aber die haben da auch nicht so wirklich dran geglaubt, glaube ich, am Anfang. Okay. Und haben einfach irgendwas zusammengeschüttet irgendwie. Ja. Und wir haben die probiert und dachten uns, oh, boah, scheiße, die schmecken halt überhaupt nicht. Wirklich, also unessbar. Okay. Wirklich unessbar. Gleich so schlimm. Ja, voll. Viel zu viel Kokos, viel zu viel Salz, viel zu viel Säure, viel zu viel Süße. Von allem zu viel irgendwie. Und wir dachten uns dann halt, ja, die ersten paar müssen wir das irgendwie verkaufen. Und dann kam Höhle der Löwen und wir dachten uns so, scheiße, ey, können wir den nicht geben. Können wir den nicht geben einfach. Und dann hatten wir in Augsburg so einen bekannten Sternekoch. Der war früher Sternekoch und wir haben zu ihm gesagt, koch uns doch mal bitte die Suppen nach in gut. Wir frieren die ein und bringen die zur Höhle der Löwen. Oh, das ist nicht schlecht gemacht. Und dann haben wir die halt direkt vor der Show aufgetaut in der Mikrowelle und haben dann Geil. gesagt, ja, das sind die Suppen. Und Judith auch und alle dann so, wow, ist so mega Ja, geil schmecken die und so. Und Absolut. also ich würde es nicht empfehlen, ja, man sollte nicht lügen. Aber wir haben die Suppen dann im Nachhinein natürlich voll verbessert und die waren dann richtig lecker. Aber für die Show muss man halt mal so ein bisschen sich was Tricksen. trauen, ja. Und so war's Nicht schlecht gemacht, muss ich schon sagen. Also, ich wäre da, glaube ich, gar nicht drauf gekommen, aber habt ihr richtig, richtig gut gemacht. dann. Ja, das ist halt so Torschlusspanik einfach. Ja, okay. Was fandest du denn gut als Kandidat und was fandest du schlecht als Kandidat bei der Höhle der Löwen? Also was ich gut finde, ist, dass sie es wirklich extrem ernst nehmen, was die Geheimhaltung vorher angeht. Also die Investoren, wenn du da im Hintergrund so rumläufst, gibt es extra Security, die aufpassen, dass man sich nicht über den Weg läuft. Ah, okay. Also ist auch so, wenn du dich dort jetzt bewerben willst, kannst du nicht vorher Frank Thelen anrufen und sagen, hey, ich komm da, machen wir einen Ja. Deal oder so. Sondern die passen da extrem drauf auf, dass das Okay, krass. wirklich echt ist. Mhm. Weil es ist ja beim Fernsehen immer so, wenn was gestellt ist, man kennt es ja, wenn du ein bisschen RTL Ja, guckst, dann klar, siehst du ja, absolut. das wussten die Es gibt vorher nichts, schon was irgendwie. nicht gestellt ist auf Ja, RTL. genau. Oder keine Ahnung, es gibt ja mittlerweile auch, wenn du bei Facebook-Videos irgendwie sowas siehst wie, hey, hier in New York, wie lebst du? Kann ich mal dein Apartment sehen? Ja, stimmt. Ist ja alles gestellt, Alles, das sieht man halt sofort. Und das fand ich super, super, super gut. Es gibt so ein paar Negativpunkte vielleicht, was die Investoren angeht. Es gibt manchmal so Deals wie, ich will den Deal machen, ich hätte gern 15% für so und so viele Anteile und ich will für jedes verkaufte Stück 3 Euro zurückhaben, bis mein Investment zurückgezahlt Ja. ist. Sowas sollte man eigentlich voll verbieten, weil erstens macht dir das die Marge kaputt. Das sollte ja nicht passieren. Und wieso sollte ich dem Investor sein Investment zurückzahlen pro verkauftem Stück? Ich meine, ich habe ja das Investment, damit ich es ausgeben kann und nicht, damit ich es ihm wieder zurückzahlen kann. Eben. Und da gab es manchmal so, ich meine, muss ja mal aufpassen, wer sind die aktuellen Investoren? Ich kenne mich gar nicht mehr so richtig aus, aber ich glaube, die Auswahl könnte man manchmal besser treffen. Aber an sich ist die Show eine Riesenchance für die Leute. Es gibt natürlich welche, die das nur als Marketingbühne benutzen, was irgendwie auch okay ist. Hey, wieso nicht? Man soll ja alles benutzen. Absolut, ja klar. Aber für uns war es natürlich in den ersten 1-2 Jahren ein super Anschub, ohne den wir es wahrscheinlich auch nicht geschafft hätten. Kann ich mir vorstellen. Und wie war dann die Zusammenarbeit mit Frank Thelen und wie hieß sie, Judith Williams? Gut. Also wirklich richtig gut, ja. Du gehst dann direkt am nächsten Tag zu so einem Closing-Dinner mit denen, das ist total cool. Dann wird zusammen einfach nochmal eine neue Gesellschaftervertrag und alles gemacht. Das Gute ist halt, die bringen super krasse Anwälte mit, die kennen sich total gut aus, weil ich meine, wenn man jetzt so ganz neuen Startup gründet und will dann einen Vertrag aufsetzen, ich meine, sowas muss ja richtig gut gemacht werden. Vor allem ist es auch sauteuer, das Ganze zu machen. Und die haben uns wirklich richtig stark unterstützt, also wirklich alles gegeben und so und vor allem auch das Team, was dahinter steht. Ist natürlich nie alles perfekt, was man so macht. Man wird vielleicht oft mal dazu gedrängt, irgendwie sich größer zu machen, als man ist. So, damit die Presse auch immer so funktioniert. Ja, weil ich meine, klar. der Investor will natürlich auch, dass sein Investment in der Presse so gut wie möglich dasteht. Wenn man irgendwann anfängt und behauptet, man hat 2 Millionen mehr Umsatz gemacht, als man wirklich gemacht hat, muss man bei der nächsten Story im nächsten Jahr wieder was drauflegen und so. klar. Es war halt immer so ein, man wird schon sehr getrieben, aber dafür sind die Investoren auch irgendwie da, oder? Um dich anzuschieben. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren, es war eine super Zusammenarbeit immer. Okay, das klingt doch sehr geil. Was genau haben die dann gemacht? Also ich meine, hast ja gerade schon ein bisschen was gesagt, aber Also Judith ist, bei der ist relativ einfach. Judith hat uns immer geholfen, wenn wir halt irgendwelche, wenn wir sie gebraucht haben für irgendein Video, für irgendwie Marketing-Sachen, und sie hat uns natürlich zur okay. HSE24 reingebracht. Da haben wir auch echt ordentlich Umsatz gemacht. Und bei Frank Thelen ist es so, der direkt kompletten Webshop neu gebaut mit ihm zusammen. ja, stimmt, genau, das hat er gesagt. Genau, und das ist natürlich auch super wichtig. Und auch wenn man jetzt irgendwie
einen Kontakt zu irgendjemand braucht und der geht normalerweise nicht ans Telefon, wenn hier der Daniel anruft. Klar. Da kann man immer sagen, hey Frank, kannst du doch mal kurz anrufen? Ja. Und dann ruft der an und sagt, ich bin der Frank Thelen, Ja. mach das mal. Und dann sind die Leute halt immer so, er ist halt schon so Ja, der klar. kleine Bill Gates, irgendwie der kleine Elon Musk aus Deutschland sozusagen, so blöd gesagt. Und die Kontakte und seine Bekanntheit haben uns schon sehr geholfen. Ja, mark my words, Frank Thelen, irgendwann wirst du auch noch hier beim Podcast sein. Eines Tages. Okay, Hammer, okay. Aber die eine Frage, die mich wirklich, wirklich interessiert, die du vielleicht auch nicht beantworten wirst, ist, für wie viel habt ihr denn letztendlich tatsächlich Little Lunch von der Höhle der Löwen tatsächlich verkauft? 1 Million Euro. Nein, kann ich nicht sagen, natürlich. Okay. Kann ich nicht sagen. Viele Millionen, Okay, würde ich sagen. Ja. das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Ja, war schon so ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag, irgendwie so den Dreh, würde ich Krass. sagen. Aber das ist natürlich auch immer total schwer zu kalkulieren, weil wie viel Anteile hast du selber, wie viel Anteile Ja. haben die Investoren, wie viel Geld bekommt das Finanzamt und sowas. Ja, Also gute Finanzen. man glaubt gar nicht, wie viel Geld da plötzlich denkst du, hier ist das Geld, nee, und der, Ja, stimmt. Moment mal, irgendwie so. Das ist Ja, schon richtig stimmt. krass. Ja, gerade auch zum Beispiel bei eurem Deal, als sie dann 30% vorgeschlagen haben oder sowas. Ich habe tatsächlich gedacht, dass ihr den Deal nicht macht, aber Ja. dann habt ihr ihn doch noch gemacht. Was hat dich da überzeugt? Weil ich meine, drei von den Löwen zu bekommen, war natürlich, glaube ich, ein großer Punkt. Ja. Also Aber, ich finde, was ein sehr großer Punkt ist, man muss ja immer man denkt immer ans Publikum. Mhm. Wenn du in der Show bist, willst du, dass die Leute dich sympathisch finden. Das ist eigentlich deine Top Ja. 1 Aufgabe, Das stimmt. dass Zuschauer sagen, boah, was für nette Jungs. Weil die verbinden es automatisch auch mit dem Produkt und wollen Klar. es dann auch kaufen. Und Das sie hatten ja Brand, wirklich, ja. also die Sales waren brutal nach der Show, auch im Supermarkt und so. Und ich finde auch, wenn Gründer ein gutes Angebot bekommen und dann so sagen, nee, wollen wir nicht. Mhm. Das ist für den Autonormalverbraucher, der zuschaut, unsympathisch. Ja, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Will ich jetzt, also wenn der Deal blöd ist und man muss ihn ja nicht annehmen, aber trotzdem will man maximal sympathisch rauskommen und wenn du dann den Deal annimmst, dann kommst du halt auch sympathisch vor den Leuten. Und man muss auch sagen, wenn ich jetzt in so einer Extremsituation wie in der Fernsehshow so einen Deal zusage, ist es ja kein bindender Vertrag. Das stimmt natürlich auch. Ja, und deswegen könnte ich ja immer noch im Nachhinein sagen, ich habe mich zweimal mit dem Thelen getroffen. Thelen war super unsympathisch. Ja. Warst du natürlich nicht. Super Typ. Das wird out of context genommen. Dann muss ich dann den Vertrag nicht unterschreiben. Ja, klar. Ja. Und für uns war der Deal gut. Ich meine, was hätten wir alleine schon gemacht ohne viel Geld? Wenn du so ein Unternehmen aufbauen willst und du nicht ein paar 100.000 Euro hast, um das zu pushen, dann funktioniert es halt einfach nicht. Okay. Was hast du dann mit dem Geld angefangen? Suppen gekauft. Ja? Ja, ausschließlich Suppen gekauft. Okay, also ich meine nicht nur mit dem Investment von den Höhlen, von den Löwen, sondern auch tatsächlich, als ihr dann Little Lunch verkauft habt. Nix. Nix? Nix, Okay. gar Erstmal nix. auf der Bank liegen lassen. Ja, nee, also keine Ahnung, es gibt nichts, was ich jetzt irgendwie mir kaufen will oder sowas in Okay. die Richtung. Also wir haben erst ein neues Unternehmen gegründet und da haben wir natürlich ein bisschen Geld investiert, neben anderen Investoren. Aber ich persönlich, wir leben jetzt aktuell seit einem Jahr in Bali in einer relativ kleinen Bude Mhm. für 1.000 Euro im Monat. Und da brauche ich auch nicht so viel Geld. Und Ja, das stimmt. ich habe mein Auto verkauft, habe keine Wohnung mehr. Ich habe mir einen Roller gekauft für 2.300 Euro. Oh shit. Alles richtig krachen lassen. Und das war es eigentlich auch. Also ich habe keine großen Wünsche, die ich mir mit Geld kaufen könnte. Das Einzige, was ich halt habe, ist, ich kann mein Leben leben. Mhm. So, das ist mir das Wichtige. Könntest du das letztendlich sozusagen bis ans Ende deines Lebens machen? Nein. Mehr oder weniger? Okay. Nein. Aber glaub du bist ich wahrscheinlich schon mal ein gutes Stück dabei, würde ich sagen. Ja, also wenn ich jetzt alles super anlegen würde und Spaß Ja. am Leben würde und sowas, dann funktioniert das ja immer, da geht es schon, aber also es wäre auch super langweilig, oder? Ja, das stimmt auch wieder. Aber ich meine, in Bali ist sowieso der Lebensstandard ja eben noch mal ein bisschen geringer. Deswegen, Ja, man kann auch teuer leben, also das, geht auch. absolut, das kannst du Ja. überall, aber das stimmt schon. Ich meine, wenn du gerade gut Geld bekommen hast oder sowas und dann nach Bali gehst, ist natürlich optimal. Voll, Deswegen, kann ein bisschen sparen. ich glaube, dann lässt sich's auch gut leben. Ja, total. Nächster Podcast wird in Bali sein. Ja, voll gerne, ja. aber Du hast ganz- eh gesagt, dass ganz du mal sicher. kommen willst. Ja, auf jeden Fall. Also das ist mein nächstes Reiseziel definitiv. Gerade vor allem, wenn du noch da bist. Ich glaube, du bist ja noch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr da unten, oder? Eher 1,5 Jahre noch. Ach, doch noch so lange. Okay. Ja. Krass, okay. Also ich habe keine Pläne, ich bleibe einfach mal Okay, erstmal. ja, perfekt, ja. Wenn man von Bali aus arbeiten kann, mit mir zusammen, Ja, perfekt. Ja. ist das natürlich optimal. Kann ich ein bisschen rumführen. Ja, auf jeden Fall. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Also Bali ist, man stellt sich immer so viel vor darunter. Aber es ist dann, glaube ich, doch nochmal ein bisschen anders. Wie war es für dich damals? Also meine Eltern denken, ich lebe auf dem Baum, Ja. so ungefähr. Die haben immer gar keine Vorstellung. Die denken immer, so Indonesien, das ist ja nur Dschungel und Geil. sowas.
Und viele Leute denken, dass es einfach so ein Palmenparadies ist auch. Aber in Wirklichkeit ist es gerade aktuell sehr voll. Und es gibt natürlich ganz viel Natur und ganz viele schöne Ecken. Aber jetzt, wenn man da so in Django leben, ja die meisten, die da Expats, die denn da ist einfach nur mega voll, Stau die ganze Zeit. Man fährt mit dem Roller nur über den Gehsteig, weil man halt nirgends hinkommt und so. Du kannst ja alles haben. Also ich habe, bevor wir jetzt hierher geflogen sind, nochmal geguckt, wir haben in 5 Monaten 5.500 Kilometer auf dem Roller gefahren. Boah. Und die Insel ist ja gar nicht so groß, Ja, also, aber schon. man kann viel machen, einfach Ja, das im stimmt Kreis schon. fahren. Ne? Krass. Nicht schlecht, okay. Die Frage, wie du Unternehmer geworden bist, muss ich, glaube ich, nicht nochmal stellen. Also die kennt man ja mittlerweile. Gerade auch durch Little Lunch, hast ja damals erzählt, dass du aus der IT gekommen bist und sowas. Aber wie war das denn zum Beispiel mit deinem Bruder? Weil ich habe ja selber einen Bruder, der arbeitet aktuell noch in der Regierung. Oh ja. Der ist im Wasserrecht zum Beispiel bei uns in der Gegend. Also der kümmert sich um, ob Flüsse so oder so verlegt werden oder was auch immer. Sehr interessant für mich als Angler. Ich bin ein Stimmt. Hardcore-Angler. Also Stimmt natürlich, ja, genau. Renaturierung der bayerischen Flüsse ist ein super Thema. Ja, eigentlich sollte er hier heute sitzen. Ja. Nee, genau, aber für uns ist das zum Beispiel auch immer ein Thema, dass wir zum Beispiel mal irgendwas zusammen gründen werden oder sowas. Wie war das bei dir und deinem Bruder? Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr sozusagen das Dream-Team seid, dass ihr zusammen ein Unternehmen gründen wollt? Also ich würde sagen, als wir noch ganz jung waren, da haben wir nicht so viel miteinander zu tun, weil Okay. wir sind ja so 3 Jahre auseinander und da hat man einfach, Ja, so mit 14 hat man ganz andere Freundeskreise und es hat ja, er das stimmt. ist, Das war bei mir genauso. Wir ja, sind 4 Jahre genau. unterschiedlich, genau. Der ist dann nach Ansbach studieren, ich in Augsburg studieren und irgendwie haben wir uns dann wieder so zusammengefunden in Augsburg irgendwie, so ein Ja, bisschen zurück dort. Und ich meine, was so ganz theoretisch bei uns beiden gut passt, ist, dass ich der Kreative bin, der das Marketing macht und das mhm. Designzeug und er ist halt eher der wirtschaftlich denkende Typ und macht halt Sales und Operations und sowas. Und Ja, das Schöne ist, wir könnten beide das andere gar nicht und wollen es auch okay. überhaupt nicht. Also da ergänzen wir uns halt extrem gut. Auf der anderen Seite, auf der persönlichen Ebene, wir verstehen uns einfach super gut, wir Ja, vertrauen uns richtig gut und ich glaube, das ist immer das Schöne. Man hört ja von so vielen Gründern, dass sie das Team irgendwie zerstritten hat und dass das irgendwie nicht mehr funktioniert oder dass jemand Neues dazukommen muss und so. Als Geschwister ist es halt super einfach, weil keiner fängt an, den anderen hintenrum abzuziehen oder so. das Weil es stimmt. ist ja noch so, was würde dir die Mutter sagen? Okay, teilweise nicht. Bei mir in der Familie gab es so einen Streit bei Ja, der Seite von meiner Mutter damals. okay. Deswegen, ja, aber bei meinem Bruder und mir wäre das auf gar keinen Fall Ja, so. das weiß man Also, einfach so. Ja, ja, ja. für den würde ich mir eine Kugel einfangen, jeden Ganz Tag. genau. Deswegen, okay. Krass, okay. Und wie bist du dann auf die Idee von Hi zum Beispiel gekommen? Weil das war ja dann nach Little Lunch. Ja, also bei mir ist so, was ich schon immer mache seit 20 Jahren, ist mir ständig Ideen ausdenken. Ja, Also das mache ist, ich glaube das, ich, als Unternehmer das normal. mache ich so unterbewusst. Irgendwie die ganze Genau, Zeit, immer wenn ich Das ist ein irgendwas wichtiger sehe, Skill, den man sind braucht. immer so opportunistisch. Irgendwie Ja, denke mir, genau. das Da wäre doch ein fließt Business. Geld. Das wäre doch ein So. Business irgendwie. Ja, So, das mache ich genau. automatisch die ganze Zeit. Jetzt waren wir natürlich nach dem Exit von Little Lunch so ein bisschen im Zugzwang, auch persönlich, dass wir wieder was Neues machen. Ja, Irgendwas Neues gründen. Weil für mich war klar, ich kann ja jetzt nichts machen. Ich werde auf gar keinen Fall irgend so eine Beraterscheiße machen, weil das ist für mhm. mich die Hölle auf Erden. Auch wenn ich wenn Leute mich fragen, mit denen helfe und Tipps gebe. Und deswegen wollten wir natürlich nochmal eine Unternehmung gründen. Und man denkt ja dann immer so, jetzt habe ich es drauf, jetzt weiß ich genau, was ich falsch Ja. und richtig machen kann. Das stimmt überhaupt nicht. Also, es fängt wieder von null an, dieselbe Scheiße wie vorher. Und dann haben wir uns halt auch wieder 1000 Ideen ausgedacht und dann wir wollten eigentlich nichts machen im FMCG-Bereich. Ist jetzt auch wieder geworden. Mhm. Und dann in Amerika gibt es ja ganz viel so Getränkeunternehmen, die so auf so ein bisschen Mental Wellbeing gehen, zum Beispiel Keen Euphorics. Die sagen, die machen halt das wie ein Energy Drink für eher eine weibliche Zielgruppe, der nicht einfach nur Energie gibt oder für die Kids zum Zocken und sowas, sondern der halt so auch ein bisschen mentale Stärke, Konzentrationsfähigkeit und sowas in die Richtung macht und auch als Alkoholalternative verkauft wird oder vermarktet wird in Amerika. Und dann habe ich mir den deutschen Markt so ein bisschen angeguckt, was gibt's da? Nix, so wirklich. Und dann einfach mal testen, mal schauen, was man so machen kann. Und wenn man dann so anfängt und Produzenten mal sucht und so ein bisschen sourced und schaut, dann steckt man schon mittendrin und los geht's. Ja, das stimmt. Geht manchmal viel zu schnell. Ja, nee, passt. Also, ich meine, ich bin fast immer geschockt, irgendwie, wenn man sich denkt, komm, wir machen jetzt einfach was Neues. Ich muss ja einfach nur kurz eine Webseite bauen, muss einen Mhm. Produzenten finden und verkaufe das mit irgendwem. Und plötzlich sind 1,5 Jahre vorbei und es ist noch gar nichts passiert. Ja. Also die Zeit fliegt einfach, das ist total verrückt. Habt ihr da, was war euer Investment bei Hi?
Nicht viel. Ich glaube, wir haben alle irgendwie 20.000, 30.000 Euro oder so Okay. in die Richtung. Nicht viel. Nein, ja, also was Für den willst einen oder- ja. was kannst du denn mit 20.000 Euro machen? Ja, klar. Vor allem in Ja. der Branche, das Ja. stimmt schon. Dennis und ich haben da schon öfter darüber diskutiert und wenn dann Leute fragen, was sind ihre Tipps, um eine Startup zu gründen, dann muss ich fast jetzt im übertriebenen Maß sagen, wenn du 1 Million Euro hast, dann kannst du es machen. Mhm. Wenn nicht, ist es so schwer. So schwer, weil allein eine Erstproduktion von deinem Produkt kostet ja irgendwie 100.000 Euro. Ja, da haben wir ja mal drüber gequatscht. So. Genau, das ist ja krass. Dann willst du eine Webseite bauen, das kannst du das nicht selber, willst du Ja. irgendjemanden beauftragen, 10.000 Euro. Dann musst du irgendwie Fotos schießen und so, das kannst du alles nicht. Das ist überall Ja. Geld. Und wenn dann alles steht, dann kauft es ja noch niemand. Dann musst du erstmal Ja. Geld fürs Marketing ausgeben. Und Das da stimmt ist schon. das Geld fliegt einfach nur so dahin. Also ich sag mal, 1 Million ist jetzt vielleicht übertrieben, aber vielleicht 1/2 Million, wenn du hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich wird, wesentlich besser, weil auch mit nur 50.000 Euro kannst du erstens nichts machen und zweitens überholen dich alle von links und rechts, die vielleicht mehr Geld haben wie du. Das ist schon crazy eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, was das für Summen sind manchmal. Ja, voll brutal. Vor allem ist es auch voll verrückt, wie schnell ein paar 100.000 Euro ausgegeben sind. Ich meine, ich hatte jetzt noch nicht das Vergnügen, 100.000 Euro auszugeben so schnell, aber das kommt hoffentlich noch. Also, Weiß nicht, ob man Vergnügen sagen kann. Irgendwie. Man denkt sich ja, fuck, 200.000 Euro weg, haben wir noch gar nichts gemacht. ja, wie fühlt sich sowas an? Sind das für dich manchmal nur noch Zahlen auf einem Screen oder? Voll. Ja? Ja, ich habe keinen Bezug zu Geld. Also, und damit will ich nicht sagen, keinen Bezug zu Geld, weil ich so rausschweiß. Ja. Sondern ich weiß noch, als wir damals, da habe ich so einen super guten Vergleich. Hülle der Löwen Ausstrahlung haben wir an diesem Tag 50.000 Euro Umsatz gemacht. Und dann haben wir so das Gefühl, boah, reich. Mhm. Jetzt sind wir reich. Das kenn 50.000 ich. Euro, voll Ja. geil, total cool. Und irgendwann denkst du dann, boah, wenn wir mal die erste Million irgendwie umsetzen, dann denkst du wirklich, jetzt hast du es geschafft. Und die erste Million fliegt so an dir vorbei und denkst du, ah ja, hey, High Five, geil und so weiter. Und dann musst du schon 5 machen und dann musst du schon 10 machen. Das ist Und crazy. verlierst den kompletten Bezug zu diesen Zahlen. Das ist wirklich einfach nur ein Umsatz, weil das Problem ist, es wird von außen von dir verlangt, dass es immer mehr wird Mhm. und immer noch mehr und noch mehr. Und plötzlich sind dann 10 Millionen auch nichts mehr, weil der nächste Step sind dann 20 und 50 Millionen. Das ist einfach nur völlig verrückt irgendwie. Also, Crazy. ja. Aber deswegen kein Bezug zum Geld, nicht weil ich es so Ja. ausgeben will, sondern das ist mir ehrlich gesagt total egal. Geld besitzen und Geld ausgeben, aber halt was Business angeht. Die Zahlen werden immer kleiner sozusagen im Kopf. Okay. Und du hast es mehr oder weniger gerade schon beantwortet, aber dann interessiert mich noch im Hintergrund so der Gedanke, wenn Geld nicht deine antreibende Kraft war als Unternehmer, was war es dann? Erfolg. Mhm. Erfolg ist- Respekt als Erfolg oder Erfolg im Sinne von was? Ne, Erfolg im Sinne von, ich finde es einfach geil, dass sowas funktioniert. Also wenn ich mir was ausdenke und bringt das Unternehmen irgendwann zum Erfolg, dann ist es für mich so Challenge erledigt. So, das Okay. ist total cool, wenn man das schafft. Vielleicht auch, weil ich mich immer selber irgendwo reinstürze und auf gar keinen Fall Misserfolg haben will. Mhm. Also ich will auf gar keinen Fall dann sagen müssen, ja, ich weiß, 2 Jahre, ein bisschen Geld versenkt, ist jetzt kacke gelaufen. Auf keinen Fall. Ich bin auch überhaupt kein jemand, der dieses Scheitern so abfeiert. Es gibt ja die Fuck-Up-Nights und Scheitern hier und Scheitern Ja. da. Ich finde, Scheitern ist voll beschissen. Also keiner fühlt sich da gut und es ist sau schwer, sich da wieder rauszuholen aus diesem Loch, in das man dann fällt. Und für mich ist, also natürlich, finanzielle Freiheit ist auch immer so ein Ding. Es geht jetzt nicht um die Menge des Geldes, sondern einfach nur, dass ich, wenn ich morgen sagen könnte, ich stehe auf und mache nichts, ist mir auch egal, Mhm. muss nichts machen. Das finde ich sehr entspannt, weil dann kann man sich plötzlich aufs Leben fokussieren und konzentrieren und ich kann mich um meinen Hund kümmern, ich kann angeln gehen und wenn ich es morgen nochmal machen will, kann ich es auch immer noch machen und muss aber dann nicht so am 3. Tag überlegen, Scheiße, mit Essen kaufen wird jetzt schwierig. So, Das ist genau. geil. Erfolg haben, einfach weil man das schön ist und man kann sich selber auf die Schulter klopfen, wenn man was erreicht hat und finanzielle Freiheit, ja. Tatsächlich Thema finanzielle Freiheit, da bin ich noch nicht angekommen, aber bei den anderen Sachen bin ich schon verdammt gut dabei. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt mal keinen Bock zu arbeiten heute, dann geht das letztendlich auch. Deine Ads mache ich natürlich immer. Ja, vielen Dank. Da mache ich keine Faxen. Nee, aber da ist zum Beispiel auch das Ding, du kannst es ja zum Beispiel planen. Das heißt, gestern zum Beispiel habe ich was eingestellt, das wurde heute automatisch alles gemacht und so weiter. Da musst du dann zum Beispiel mal nichts machen, gerade eben, weil wir jetzt zum Beispiel beim Podcast sind. Da habe ich dann eben keine Zeit, jetzt gerade am Rechner zu hängen oder sowas. Da ist sowas dann halt optimal und wenn du sowas vorausplanst, dann passt es natürlich Voll. perfekt. Ich meine, was das Problem ist, also da in der Situation bist du dann ja jetzt auch mittlerweile, wenn man nicht mehr in diesem 8-Stunden-Arbeitstag-Ding drin Mhm. ist, mit seinem Vorgesetzten und so, da kommt man nie wieder hin zurück.
Ja. Das ist unmöglich. Ja, das stimmt. So, also Klar. ich habe echt immer so gesagt, wenn alles in die Brüche gehen würde und ich würde alles Geld verlieren Ja. und alles, ich weiß nicht, was ich machen will. Ich muss, glaube ich, lieber Hartz IV beantragen, als 8 Ja. Stunden irgendwo zu Get arbeiten. rich or die trying. Ja, das ist wirklich so, das ist so die Höllenvorstellung für mich, dass ich jetzt in der Früh aufstehen müsste und sorry für jeden, der das machen muss. Ja. Das will ich damit auch gar nicht sagen. Das ist ja voll cool, wenn man einen tollen Job hat und so. Aber wenn man da mal so raus ist und ich müsste jetzt da hinfahren, müsste sagen, guten Morgen, Chef, um 8 Uhr, auf 5 Minuten zu spät gekommen. Ja. Jetzt, und dann habe ich auch nichts mehr zu tun, vielleicht an einem Tag. Jetzt muss ich noch 2 Stunden zu tun, als würde ich irgendwas machen, so wie es ja ein Großteil aller Menschen immer mal wieder macht oder machen muss. Da würde ich mich echt erschießen. Aber es gibt ja natürlich auch ziemlich große Nachteile als Unternehmer. Aber ich meine, du hast unglaublich viel Risiko, Ja, voll. Verantwortung. Also die Liste ist ja praktisch endlos eigentlich. Deswegen kann man es natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, okay, da habe ich keinen Bock drauf. Voll. Also der Deswegen- Stress, den wir hatten die letzten Ja. 10 Jahre, der ist unglaublich. Vor allem dem Ende zu, dachte man echt, einfach, da schläfst du einfach nicht mehr. Du Ja. bist einfach nur dauerhaft wach, bist nur gestresst, weil es kommt immer wieder irgendeine andere Kacke auf dich zu, die dich irgendwie trifft. Und es gibt immer so hoch und tief und hoch und tief. Und das ist Ja. schon super stressig. Und ich glaube, die meisten Leute hätten einfach auch zu viel Angst, das zu machen. Ja, absolut. Man Klar, muss gut abschalten können und einfach risikowillig sein, weil das stimmt. man muss auch, ich würde sagen, wenn du jetzt in Deutschland ein Startup gründest, dann scheitern 8 von 10. Ja, wenn Mit nicht sogar noch Sicherheit. mehr. Ja. Und das ist schon eine große Wette sozusagen. Ja. Das Gute ist bei uns, wir haben nie drüber nachgedacht. Also, Ja, das ist gut. Immer focus on winning, not on losing. So. Genau, einfach machen. Ja. Okay, was denkst du, wieso scheitern 8 von 10 Startups oder 9 von 10? 1000 Gründe. Ja. Einfach schlechte Ideen, ist, glaube ich, einer der Mhm. größten Sachen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass meine Ideen gut waren. Da hatte ich nur einfach viel Glück und Mhm. einfach auch vielleicht den richtigen Zeitpunkt erwischt und sowas in die Richtung. Aber es gibt wirklich ganz viele schlechte Ideen, die einfach nicht durchdacht sind. Ich glaube, ein großes Problem an Ideen ist, dass ganz viele Leute, die was gründen, nur ihr eigenes Problem sehen oder sehen, was sie gern machen. Keine Ahnung, geht es jetzt Ja. um vegane Alternative zu irgendwas in einem ganz kleinen Bereich irgendwo. Das finden die super gut, weil die gerösteten irgendwas Nüsse sind jetzt total gut. Denke aber nicht drüber nach, ob das vielleicht auch noch 5 andere Leute auf der Das Welt stimmt. möchten oder mögen. Also auch so Marktrecherche ist so ein Riesenproblem. Ja. Dann kopieren manche Leute viel zu spät, viel zu schlecht irgendwelche Produkte, was auch bei Le Lunch seht, ist das zum Beispiel, es kommen jetzt noch so Suppenkopien von uns Mhm. raus, denke ich mir, also jetzt brauchst du auch nicht mehr machen, Nee. oder? Also jetzt irgendwann der Zug abgefahren. Finanzierung ist ein Riesenthema in Deutschland. Wenn du jetzt zum Beispiel, wo ich in Asien lebe, wenn du da einen Angel-Investor lernen willst, dann gehen die los bei 150.000 Mhm. für den kleinsten Angel-Investor. In Deutschland, wenn du einen Angel haben willst und fragst nach 10.000 Euro, ist schon so, 10.000 Euro. Crazy. Und da siehst du mal, wie schwer das ist. Was willst du denn mit den Krass. 10.000 Euro anfangen? Und Ja. dann wollen die auch noch 20% und sowas. Boah, bei uns am Anfang, was wir für Angebote bekommen, wir waren so kurz davor, die anzunehmen. 5.000 Euro für 20%, Ach, Hauptsache man du kann irgendwie. Ja, Scheiße. so war das aber damals Boah, da wirklich. investiere ich. Ja. Ja, Da bin ich dabei. echt krass, ja. Also, aber Geld ist Krass. echt so eine Sache. Auch Bankenfinanzierung ist ja in Deutschland völlig unmöglich, wenn als Startup, weil die sagen, boah, toll, was ich da gemacht habe, super Mhm. Idee. Aber Geld, hast du ein Haus zum Verpfänden oder sowas, Ja. dann können wir es machen. Ich meine, da kann jetzt die Bank auch nichts dafür. Ja? Die kommen da nicht aus ihrem Ding raus. Da heißt es immer, Computer sagt nein, wenn sie irgendwas drücken und das war's. Ja, Geil. ja, schlechte Gründer, es gibt 1000 Gründe, aber Deutschland wird es einem jetzt nicht unbedingt leicht gemacht. Und nur nirgends auf der Welt wird es dir leicht gemacht, ein Startup zu gründen. Durchhaltevermögen, da brauchst du so viel. Kannst gar nicht sagen. Ja. Viele Gründe. Aber ich glaube, die Punkte, die du aufgezählt hast, haben es ziemlich gut getroffen. Das waren jetzt auch so meine ersten Gedanken. Vor allem, Ja. ich meine, ich habe jetzt auch schon mit über 50 oder 60 Startups gearbeitet. Davon ist natürlich mittlerweile auch nicht mehr jedes am Start in den letzten 4 Jahren. Deswegen, ich glaube, da war das größte Problem jeweils immer, also das größte Problem, das Startups meiner Meinung nach haben, ist wirklich, dass sie einfach nicht schauen, ist der Markt vorhanden. Das heißt, die entwickeln für, keine Ahnung, wie du sagst, 20.000, 30.000 Euro ein Produkt oder sowas und schauen gar nicht, hey, will das überhaupt jemand kaufen? Ja. Und dann kauft es keiner. Das ist ja auch letztendlich, und dann wundern sie Perfektionismus. sich. Perfektionismus ist Ja. ein Riesenproblem. Ich mache das Produkt also wie gesagt, wir haben die Suppen damals einfach gekauft und gemacht und die haben überhaupt nicht geschmeckt. Einfach Ja. mal um es zu testen. Man muss ja erstmal Ja, sehen, aber kauft gut es so, irgendwann. genau. Ja. So musst du es machen. Richtig, ja. Das ist auch so ein Riesending. Ich glaube, was mir gerade noch eingefallen ist, ein Riesenproblem, was ganz viele Leute unterschätzen, ist Marge. Mhm. Marge am Produkt, weil bei den Suppen zum Beispiel ist die Marge relativ schlecht. Das Problem ist, die Bio-Zutaten werden immer teurer. Der Kunde ist zwar bereit für Bioprodukte ein bisschen mehr zu zahlen, aber auch nicht das Fünffache sozusagen. Und dann hast du nur so ein bisschen Marge. Dann will der Supermarkt 40% Marge haben. Dann will der eine Displayaktion machen, die kostet pro Display
50 € mit Aufbau und hinfahren und dann denkst du dir, geil, jetzt habe ich da Displays im Laden stehen und mach bei jedem Display 20 € minus. So schnell geht's nämlich. Ja. Marge ist, glaube ich, das allerwichtigste Problem. Je größer deine Marge, desto höher ist deine Erfolgsaussicht, weil du dann halt so ein bisschen was wegnehmen kannst, um Werbung zu machen, um Mitarbeiter zu bezahlen und sowas. Und das war bei den Suppen tatsächlich schon ein sehr großes Problem, dass die Marge so schlecht ist. Okay, was hattet ihr da für eine Marge? Bin jetzt der Marketing-Typ, gell? Also, okay, dann alles kann ich dir gut. jetzt auch nicht so genau sagen. Ich weiß nur noch, Okay. war richtig schlecht und es dann natürlich jetzt, als wir schon raus waren durch den Krieg, der aktuell in der Ukraine ist, sind die Biozutaten noch viel, viel teurer geworden. Mhm. Der Supermarkt sagt dann aber zu seinen Kunden, wir halten die Preise, wir machen sie teurer. Wenn du aber sagst, ich habe jetzt teurer eingekauft und die Suppe kostet jetzt nochmal 20 Cent mehr in der Produktion, hallo Supermarkt, willst du mir die 20 Cent geben? Sagt er, nee, natürlich nicht. Und dann bist du irgendwann, allein schon, wenn du es an den Supermarkt verkaufst, bei 0 auf 0. Und wie willst du dein Büro und deine Mitarbeiter und deine Werbeanzeigen bezahlen? Das ist dann irgendwann vorbei. Und deswegen ist vielleicht, ich glaube, so ein Pro-Tipp, wenn du dir ein Produkt ausdenkst, denk immer an die Marge, die soll so hoch wie möglich sein. Weil auch wenn man am Anfang denkt, zum Beispiel, ja komm, jetzt scheiß mal am Anfang auf die Marge, wir machen das am Anfang einfach mal irgendwie, wir holen das schon hinten wieder raus. Das klappt halt nicht. Nee. Das ist ja zum Beispiel das beste Stories von Gorillas. Die ist ja bei jeder Bestellung von Gorillas ist ja hart in den roten Zahlen. Jede einzelne Bestellung. Und die verkaufen dann in den Investoren, die sie ja massenweise haben, dass sie am Anfang jetzt ein bisschen Minus machen und dann, wenn die Kunden alle gebunden sind, dann stellen sie das Konzept ein bisschen um oder machen es ein bisschen teurer, vielleicht auch nicht mehr 5, sondern 10 Minuten Lieferung und sowas. Das wird nie passieren. Die werden nie grüne Zahlen schreiben. Ja. Wie auch. Das kann einfach nicht funktionieren. Das wird alles teurer, wenn man das nur mal auf den Stundenlohn von so einem Fahrer runterrechnet, der da 10 Minuten unterwegs ist und da willst du dann 2 € Snickers kaufen. Ja. Wie sollen die 2 € dem 10 Minuten Fahrradfahren Ja. bezahlen? In Deutschland mit Mindestlohn 13 € irgendwas oder was? Keine Ahnung, wie der Mindestlohn ist. Ja, lange über Marge geredet jetzt, gell? Also. Ja, alles gut. Ja, ist ja sehr gut. Da werde ich wahrscheinlich dann am Freitag auch nochmal mit Raimund drüber reden. Ja, das ist super Thema auch mit ihm. Ja. Danke dafür übrigens. Voll gerne. Da freue ich mich schon richtig drauf. Da bin ich richtig gespannt. Okay. Du hast vorher einmal ganz kurz angesprochen, aber was war das meiste, was du jemals mit deiner Firma in einem Monat verdient hast? Also nicht ich persönlich, sondern die Firma. Die Firma. Umsatz. Ich glaube, zu unserer besten Zeit haben wir 1 Million Suppen pro Monat verkauft. Krass, okay, und bei einem Verkaufspreis von 4 € circa? Nee, die Suppen kosten 2,99 € im Verkauf. Ah, okay. Also, wenn man es jetzt als Außenumsatz, das machen auch viele Firmen ganz gern, viel Umsatz machst du im Außenumsatz, der natürlich nichts mit der Realität zu tun hat, wären das aber dann im Monat 3 Millionen. Krass. Ungefähr. 3 Millionen Euro. Ja, voll viel Geld, ja, das ist völlig verrückt Krass. irgendwie. Ja, aber wie gesagt, das irgendwann denkst du dir, es schwimmt alles so an dir vorbei und du kriegst es gar nicht mehr so richtig mit irgendwie. Ja. Aber doch, das war schon cool. Also, das war für mich auch so, und das ist auch jetzt heute noch super cool. Wir waren gestern einkaufen im Rewe, uns in Augsburg. Und dann laufe ich so ums Eck und da ist halt ein riesen Monsterregal Little Lunch und da steht noch ein Little Lunch Display daneben. Geil. Und denke mir so, auch wenn es nicht mehr meine Firma ist, bin ich halt mega stolz drauf. Und das ist für mich auch der größte Erfolg, dass sie es geschafft haben, eine nachhaltige Marke in Deutschland im Supermarkt zu bauen. Ja. Weil das musste mal, weil ich meine, wenn man so sein ganzes Leben geht, man Supermarkt und man kennt halt die Ja, Marke, absolut. die Marke, die Marke. Und jetzt gibt es eine neue Marke, die fest etabliert ist seit 10 Jahren im Supermarkt oder seit 5 Jahren, wie auch immer. Und das war meine Idee, die ich so hatte. Das ist halt völlig verrückt. Das muss ein geiles Gefühl sein. Ja, voll. Also man muss sich manchmal auch so kurz dazu zwingen, auch drüber nachzudenken. Ja. Weil das war auch, wenn wir zum ersten Mal unsere Suppe im Supermarkt sehen, damals total krass. Und ich weiß noch, der Moment war in dem ganzen Stress, ja, jetzt Supermarkt, okay, cool, einmal Foto machen, passt schon und weiter geht's. Ja, das stimmt. Wo sind die nächsten 100 Ja, Supermärkte? Das fliegt einfach an einem vorbei. Geil. Und wie hat sich damals angefühlt, als ihr dann tatsächlich Little Lunch verkauft habt und das Geld auf eurem Konto war? Weil ich glaube, das war doch bestimmt so ein Moment, wo du dachtest, okay. Ich glaube, das Hauptgefühl war, endlich ist es erledigt. Ja. Endlich ist es erledigt. Also dieser ganze Exit-Prozess mit so vielen Leuten, so viel Verhandlungen über Jahre, über 2 Jahre mit so vielen Leuten und man muss auch sagen, so Exit-Leute oder so Käufer von so Firmen, das ist einfach nicht cool. Also natürlich haben wir jetzt einen super Käufer mit Alus Hofmanufaktur oder mit der französischen Mutter gefunden und so, aber wenn da die harten, krassen Anwälte kommen, einfach die alles auseinandernehmen. Ja, wieso hast du damals vor 7 Jahren irgendwie da 10.000 € zu viel ausgegeben?
Da habe ich nichts, dachte ich mir, Hauptsache irgendwas machen und sowas. Und das kreiden die dir alles an, da wird alles bis aufs Blut wird dir da auseinandergenommen und du denkst halt, bitte jetzt mach einfach Schluss. Ja, dann wird hier noch was abgezogen, da noch was abgezogen und irgendwann kommst du zu dem Punkt, dass du einfach sagst, gib mir jetzt einfach irgendein Geld und dann lass mich einfach in Ruhe und scheiß. Geil, okay. Wie läuft das mit den Steuern bei einem Verkauf von einem Unternehmen? Da habe ich nämlich überhaupt gar keine Ahnung drüber. Also das ist ja der Tipp schlechthin, den kennen eigentlich mittlerweile schon alle, die irgendwas gründen, sollten den kennen. Wenn du jetzt eine Firma gründest, dann wäre ich ja jetzt persönlicher Anteilseigner von 30% der Anteile zum Beispiel. Würde ich die Firma verkaufen, dann bekomme ich ja mal 30% von dem Exit-Betrag ausgezahlt und muss den dann komplett versteuern. Also muss die, was weiß ich, ein Drittel davon muss dann das Finanzamt zahlen. Wenn du die Anteile aber nicht persönlich hältst, sondern wenn du, du gründest einfach eine UG, so eine ganz simple Stefan UG, keine Ahnung, irgendwas, dann die hält die Anteile, dann geht das Geld in diese UG und du musst es nicht versteuern. Und du kannst es dir dann monatlich auszahlen zum Beispiel? Dann musst du es wieder versteuern. Ah, okay. Und wie machst du das dann nicht? Wenn du es einfach da liegen hast und dann kaufst du mit dieser UG dir ein Auto, dir ein Büro. Ah, das macht Sinn. Ein Haus, was ein Büro ist und sowas in die Richtung. Und dann musst du es nicht versteuern. So in dem Fall. Aber wenn du da Geld rausnehmen willst, dann musst du es halt versteuern. Ich meine, was bei uns super ätzend war, wirklich ultra ätzend war das, dass ich ja ungefähr weiß, wie viel Steuern ich zahlen muss ans Finanzamt. Passt auch irgendwie, das ist ja ganz normal. Ich bin da auch glücklicher Steuerzahler. Ich fahre dafür hier auf der dicken Autobahn und sowas, das ist alles cool. Und habe Kindergarten und den ganzen Schmarrn. Das Problem war nur, dass irgendein Online-Redakteur hat gefragt, wie hoch war der Exit. Und wir haben gesagt, dürfen wir nicht sagen. Es ist einfach, auch der Käufer will das nicht, dass es gesagt wird. Und da haben sie gesagt, ja, ihr müsst es jetzt sagen, sonst denken wir uns irgendwas aus. Und ich denke mir, dann ist mir doch scheißegal, denkt halt irgendwas aus. Ja. Und irgendwie haben sie da irgendwas hochgerechnet, 70 Millionen Euro Exit. Okay. Das ist völlig unrealistisch natürlich, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Aber ich kann es auch nicht kommentieren, weil ich darf ja den Exit-Betrag nicht sagen. Dann kam Post vom Finanzamt irgendwann und die haben dann nichts kalkuliert, sondern die haben dann diesen Artikel gelesen und haben gesagt, ich soll ja, weil ich habe so und so viele Anteile, 70 Millionen, ich soll so und so viele Millionen Euro Steuern zahlen. Genau. Und ich so kurz auf mein Konto geguckt. Ja, so viel Geld habe ich gar nicht. Ja. Wie die Steuern von mir wollen. Krass. Und dann, also wirklich, ich habe noch nie irgendwie was gegen das Finanzamt gehabt, aber dann sagen die, du musst jetzt zahlen. Und dann sagst du so, hallo Finanzamt, das ist falsch berechnet. So, wir können Ihnen die ganzen Unterlagen und sowas geben. Ist dann in dem Fall auch sehr kompliziert, die ganzen Unterlagen, auch weil alle auf Englisch sind und so. Und die so, ja, nee, das müsst ihr jetzt erstmal bezahlen. Und dann klären wir das im Nachhinein. So viel Geld besitze ich gar nicht. Ja, dann sperren wir es ihr Konto. Sperren wir das Konto und machen alles zu. Haben die das dann gemacht? Waren sie kurz davor, das zu machen? Ja, so, hey Leute, das ist einfach nur komplett falsch. Ich meine, wenn du das mal Konto sperrst, kann ich nicht mal mehr Essen kaufen oder sowas in die Richtung. Ja, so, die ist so krass. Krass. Und dann muss dein Steuerberater halt da gegen Windmühlen kämpfen ans Finanzamt und dann hast du es alles einigermaßen geklärt, nach 5.000 Euro Steuerberaterkosten übrigens, der das dann macht. So. Zum Glück habe ich da einen ganz guten Typen. Und dann ist fast alles durch, ist eigentlich schon akzeptiert, so zur Hälfte zumindest, dass du nur die Hälfte, dass sie wieder was zurückzahlen auch und so. Und dann kommt wieder ein Brief, wieder alles von vorne. Wie wieder alles von vorne? Ja, der Mitarbeiter hat gewechselt. Der glaubt jetzt wieder genau denselben Scheiß, wie die erste Mitarbeiterin geklaut hat. Oh no. Fängst du wieder von vorne an. Alter, denkst du echt? Ey, das ist ja... Was ist los mit euch? Also, das ist so total, und ich bin bis heute, ist jetzt noch nicht fertig. Noch nicht, echt jetzt? Noch nicht beendet, ja. Ich krieg immer noch einen Haufen Geld zurück, das sie mir nicht geben. What the fuck? Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Voll krass, ja. Ich meine, es gibt Verträge, die sind wirklich, also mit allem zusammen sind so 500 Seiten Verträge, was du mit den alten GmbH-Zusammenschlüssen, mit den Investoren, mit dem neuen und das ist alles auf Englisch und da sagen die, ja, wir wollen die ganzen Dokumente haben, alle auf Deutsch. Dann lässt du die für 2.000 Euro übersetzen. Dann hast du wieder Anwaltskosten von 4.000 Euro, der Steuerberater 5.000 Euro. Du musst das mal, dafür, dass du dein Geld behalten darfst, du ihm nochmal 10.000 Euro irgendeinen Scheiß bezahlen. Also richtig krass. Ja, da ist man echt auch so ein bisschen am Verzweifeln. Du hast endlich den Exit hinter dir. Und dann kommt sowas. Ja, was noch viel schlimmer ist als alles vorher irgendwie. Ja. So völlig ungläubig ist man dann irgendwie so. Und da war es manchmal gar nicht so schlecht, in Bali zu sein und einfach auch irgendwann mal zu sagen, ich mach jetzt mal kurz 2 Tage die Augen zu. Ja, das glaube ich. Sag's mir, wer der Redakteur war, dann besuche ich den mal kurz. Genau. Nee, ich sage ja nicht, wer das war, sonst ich brauch neue Presse auch. Ne? Ja, stimmt. Wie gut einfach. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, ne? Ich auch nicht. Crazy. Dass sie sich sowas erlauben. Frechheit. Ja, die machen einfach, was sie wollen. Also ja, das finde ich schon richtig krass. Findest du dann, dass Unternehmer weniger Steuern zahlen sollten oder sowas? Auf keinen Fall. Wieso auch? Okay. Also jeder sollte genauso viel Steuern zahlen, wie er zahlen muss, weil es ist ja wirklich
für mich ist es jetzt total offensichtlich, nachdem ich im Ausland lebe, aktuell, wie gut Steuern sind, also was man alles dafür bekommt, also was wir an, also auch Versicherungen und Sicherheit und Autobahn und wie gesagt, Kindergarten, Parks und alles ist wunderschön. Du hast ein tolles Leben und du da musst nie irgendwie betteln, wenn du nicht musst, weil es gibt ja Arbeitslosengeld und alles. Und im Ausland, wenn dir irgendwas passiert und du kannst es nicht zahlen, dann Pech. Dann stirbst du halt einfach, so ungefähr. Oder verhungerst halt einfach, weil es da Krass, keine okay, Sozialleistungen schon. gibt. Und deswegen ist es auch völlig angebracht, dass man kann ja auch vorher damit rechnen, was man Steuer zahlen muss und sowas. Deswegen ist es völlig okay für mich, wenn es angemessen Ja, ist mit der Steuer und nicht irgendein Wunschbetrag. okay, crazy. Sehr cool, okay. Jetzt mal eine persönlichere Frage. Man sagt ja normalerweise immer so, auf dem Weg nach oben verliert man meistens irgendwie Freunde. Mhm. Hast du auf dem Weg nach oben irgendwie gute Freunde verloren? Gewonnen. Gewonnen, okay. Nur gewonnen, ja. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen als Gründer oder als erfolgreicher Unternehmer ist, kein Arschloch zu werden. Mhm. Und da kann ich mich selbst auch gar nicht davon ausnehmen. In der ersten Zeit, als es bei uns so voll durch die Decke ging, ist man vielleicht so manchmal ein bisschen überheblich oder sowas und denkt jetzt irgendwie total geil, was ich so alles gemacht habe. Und wird da von allen Seiten auch so abgefeiert und so. Aber die größte Aufgabe für dich ist es, einfach ganz normal zu sein und zu bleiben und sich nicht plötzlich ultra geil zu Mhm. finden und so selbstverliebt zu werden. Weil es gibt ganz viele, die haben auch klein angefangen, keine Ahnung, und dann werden sie erfolgreich und plötzlich alles, was du von denen siehst, ist nur noch so mega selbstverliebt und geil auf sich selber. Und auch wenn man irgendwie mit denen sprechen will, läuft es auch nicht mehr. Und bei jedem, wenn man die mal irgendwo trifft, ist es nur noch so, Ja, so. Und wenn man sich so verhält, dann verliert man natürlich Freunde auch. So. okay, ja, das stimmt. Also, da muss ich an das Lieblingszitat von meinem Favorite Rapper Kollega denken. Das wahre Gesicht eines Mannes zeigt sich, wenn er reich ist. Ja, Und ich finde, das passt bei dir ziemlich gut, weil wir haben uns ja vorher das erste ich Mal bin nicht jetzt. reich. Ja, okay, aber du bist auf jeden Fall schon mal weit. Du bist reicher als die meisten Leute. Was, das würde ich auch nicht behaupten. Ja, okay. Ja, ich würde schon behaupten. Kann man nicht sagen. Gell? Ich glaube, wir sind schon ziemlich gut dabei, was das Ganze angeht. Aber da zeigt sich nur nochmal, wie bodenständig du bist. Ja, wie ätzend wäre das denn? Willst Ja, du das jetzt hier stimmt sympathisch rüberkommen? Alter, ich habe so viel Geld, Mann. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich wisch mir den Arsch mit Geld Ja, ab. das So. stimmt schon. Nein, Nee, natürlich hast nicht. du absolut recht. Also wir haben uns ja vorher das erste Mal in echt kennengelernt. Mein Eindruck ist, hast alles richtig gemacht. Also wirklich. Vielen Dank. Vielen Das Dank. kommt von mir heute. Ich hätte es jetzt eigentlich lieber andersrum gehört. Nein, ich finde dich auch super sympathisch. Macht voll Spaß mit dir. Sonst würde ich Ja, das ja auch nicht freut machen. mich. Das freut Sonst mich würde ich ja nicht wirklich. extra 15 Stunden hierher Das fliegen für dich. stimmt, das stimmt natürlich. Irgendwas muss ich richtig machen. Saugeil. Okay. Ich habe vorher deine Freundin kennengelernt. Mhm. Aber was ist dir wichtiger? Also ich meine, okay, die Frage kann ich mir eigentlich auch schon wieder direkt sparen. Reichtum oder Liebe? Ja, ich glaube, dass es ganz schwer ist. Also natürlich müsste jetzt jeder sagen, Liebe, irgendwie sowas. Ja. Und denke auch, dass es wichtiger ist. Ich finde nur, dass man, Entschuldigung, Reichtum vielleicht anders gesagt, Wohlstand, gutes Leben, so Mhm. in der Hinsicht, glaube ich, das ist einfach beides sehr wichtig. Weil ich kann mir vorstellen, dass Liebe aufrechtzuerhalten viel schwieriger ist, wenn man jeden Tag ums Überleben kämpft. Ist ja so typisch, da ist jeder Ja. unzufrieden, scheiß Job, du kannst nie in Urlaub fahren und sowas und dann alles sind unglücklich zu Hause, ist es auch super schwer, die Liebe aufrechtzuerhalten. Deswegen wäre es ganz gut, wenn beides zusammenkommt und wenn man das auch schafft, beides gleichzeitig nach vorne zu treiben. Mhm. Krass, okay. Wie lange bist du mit deiner Freundin jetzt zusammen? Oder warst Verlobte? Freundin, 4 Freundin, Jahre, okay. glaube ich. 4 Jahre, okay. Oder 3. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ist eine Ex-Mitarbeiterin von mir. Ah ja, der Chef. Hallo. So, okay. Nicht schlecht. Okay, krass. Sehr cool, okay. Ich bin ja noch relativ jung. Ich auch. Ja, okay, touché. Touché. Ich könnte die Frage jetzt noch nicht ganz so gut beantworten wie du, aber ich krieg sie tatsächlich auch schon oft gestellt. Gerade zum Beispiel gestern erst wieder. So, was würdest du jemandem raten oder was würdest du einem 18-Jährigen heutzutage raten? Was soll er mit seinem Leben anfangen? Ich finde, da bist du ein sehr gutes Beispiel und das habe ich auch letztens irgendjemandem über dich gesagt, dass er mich Ja? total begeistert ist. Also du hast ja hier in Deutschland jede Möglichkeit. Mhm. Du kannst studieren, wenn du willst. Du kannst auch auf dem 18. Bildungsweg noch studieren, wenn du alles versaut hast vorher.
also jeder kann einfach alles erreichen, aber du musst halt auch richtig so reinhasseln, auch wenn ich das Wort mega hasse. Aber du musst einfach wirklich, du kannst alles geben und kannst alles erreichen. Ja, es stehen dir alle Wege offen. Und wenn du irgendwas erreichen willst im Leben, dann solltest du genau das machen. Einfach ackern, ackern, ackern und dann geht es wirklich richtig schnell. Ich meine, allein wie viele Leute jetzt mittlerweile super erfolgreich sind als TikTok-Creator oder sowas. Was die alles machen jeden Tag, wie viele Videos die zusammen basteln und keine Ahnung, und das alles super erfolgreich kannst du hier werden, wenn du einfach ganz viel machst und das würde ich jedem ans Herz legen irgendwie. Nimm die Chance in die Hand, die du hier bekommst. Du musst nicht 8 Stunden Dachdecker machen, auch das macht dir mega Spaß natürlich so, Ja, klar. aber du kannst deine Träume hier in Erfüllung gehen lassen. Das sollte man da machen. Das sieht man bei dir total krass, finde ich. Also du machst wirklich alles und jetzt machst du den Podcast, bist erfolgreich mit deinem Unternehmen und sowas und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und es ist doch einfach saugeil einfach dann, dass man alles aus eigener Kraft erreichen kann, ohne auch reiche Eltern haben zu müssen und so. Ja. Gerade, ich habe gestern zum Beispiel genau darüber mit jemandem geredet. Und sie konnte es gar nicht richtig glauben, so, dass ich erst 22 bin und was auch immer. Und irgendwie, keine Ahnung, für mich ist das aber mittlerweile schon so ein bisschen normal. Also ich fühle mich nicht irgendwie, als wäre ich erfolgreich, weißt du, sondern ich fühle mich einfach, als wäre ich. Und als würde ich halt einfach das machen, worauf ich Lust habe, so. Und Ja. dass es mir halt Spaß macht an der ganzen Sache. Ist das richtig so? Oder? Ja, klar, natürlich. Okay. Also ich finde, das Mindset hat sich ja brutal geändert. Vor 10 Jahren, da war ich ja schon 30 Mhm. oder vor 12 oder sowas, als wir das gegründet haben. Und da war ich ja schon wesentlich älter als du, als wir das Ja. gegründet haben. Aber damals war erstens dieses ganze Thema Startups in Deutschland noch gar nicht so krass bekannt und sowas. Und auch, ich weiß auch nicht, auch Social Media war vor 15 Jahren auch noch nicht so auf dem Punkt, wo es heute ist, wo man einfach viele Vorbilder haben kann und viele Leute sehen, die irgendwas erreicht haben. Und wenn du jetzt Leute anschaust, die irgendwie mit 16, 18, 20 Sachen anfangen, das Mindset hat sich total geändert. Ja. Und das ist auch voll cool so. Ich meine, so bewegt sich die ganze Wirtschaft und das ganze Land bewegt sich so viel schneller, wenn man irgendwas Sinnvolles macht, da nicht unbedingt Das stimmt. nackten Arsch in TikTok reinhängen. Aber ja, das ist cool. Das finde ich So, richtig ja. cool. Voll spannend. Wenn ich jetzt Kinder hätte, dann wäre mein größter Traum, das ist mir scheißegal, was der in der Schule macht. Also ich denke, lern programmieren. Hast du Ja. eine Idee für eine App? Mach doch irgendwas, Ja. keine Ahnung. Ich will schon immer meine Freundin überreden, dass sie irgendwas gründet. Aber die hat halt gar keine Lust, so Ja. Unternehmerin zu sein. Aber ich würde am liebsten meine Lust des Gründens und des Schaffens gleich dann noch in andere Leute reinprojizieren irgendwie. Ja. Okay, wie wichtig denkst du, ist dann das Schulsystem heutzutage noch? Oh, gute Frage. Nachdem man sich eben alles online zum Beispiel auch selber beibringen kann, wie es ich gemacht habe zum Beispiel? Also erstmal, die erste spontane Antwort wäre, es ist wichtig, weil man kann sich ja viel selbst beibringen, aber dafür braucht man halt ganz viel Motivation auch und Ja. da muss man richtig Bock haben. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du keinen Bock hast, dann bringt auch Schule nichts, weil da zwingt dir auch keiner dazu, irgendwas zu lernen, so richtig. Mhm. Ich weiß nicht, man könnte vielleicht darüber diskutieren, ist es sinnvoll, was man da alles lernt, kann man das nicht irgendwie modernisieren, irgendwie, dass man mal lernt, wie eine Steuererklärung geht und wie man vielleicht Ja. mehr einen coolen Scheiß am Computer macht irgendwie oder Online-Marketing macht. Also so ganz simpel, wie baut man, und man müsste gar nicht programmieren lernen, sondern zeigt jedem mal, wie man einen Shopify-Store aufmacht, Ja. damit das mal so ein bisschen drin ist. Aber ja, Studium ist auch richtig cool, einfach, finde ich, weil das ein Lebensabschnitt ist, in dem man ganz viele coole Leute und viele kreative Leute kennenlernt und ganz viele coole Sachen macht, aber muss keiner machen. Ja. Also. Da muss ich auch mal einen kurzen Shoutout ans Werk 1 geben, weil hier kannst du auch mega gut Leute kennenlernen. Also gerade ich jetzt zum Beispiel mit dem Podcast, das war das letzte Mal noch am Mittwoch auf der bei Startup, auf dem Event. Und ja, du musst einfach die Überwindung sozusagen haben, einfach auf Leute zuzugehen, sagen, hey, ich bin Jason, Ja. ich mache das und das und ja, was machst du so? Und wenn du das machst, dann du lernst halt einfach Leute kennen. So, das Gut zu wissen, dass du ist- dich selbst Jason und nicht Yasin nennst. Da war ich mir Ja. nämlich gar nicht sicher. Ja, echt? Ja. Okay, nee, also mein Dad kommt ja aus Südafrika, Ah, deswegen Okay, englische Aussprache. Dann Jason, ab ja, sofort. dann okay. Jason. Also ja, hier Werk 1 auf jeden Fall richtig schön. Also ich meine, auch das Studio ist richtig cool und so. Ja, doch. Voll schön gemacht. Bin auch richtig dankbar dafür, dass ich hier den Podcast aufnehmen kann. Ja. Natürlich auch an meinen Sponsor hier. Da muss man auch noch mal kurz in die Kamera halten. Ne? Das beste Getränk aller Zeiten. Ne? Ist es? Ja, also no Schmeckt dir shit. denn? Schmeckt dir gut? No shit, es ist wirklich das beste Getränk, was ich je getrunken habe. Jetzt no shit. Das Also ich ist, find's auch mega geil. also wirklich, vor allem Wassermelone. Ich habe das letzte Mal erst meinen Kumpel Marco probieren lassen. Das war das erste Paket, wo ich mir bestellt habe. Mhm.
Und er hat gesagt, hey, der Scheiß macht süchtig. Ja. Ja, ist echt voll geil. Ja. Es ist halt, ich würde jeden Tag, ich würde es am liebsten jeden Tag trinken. Und vor allem, wenn ich es gerade im Supermarkt oder sowas sehen würde, was es ja bald genau, bald in jedem, beziehungsweise in sehr vielen Edekas zum Beispiel sein wird, dann würde ich sofort lieber das Getränk über einem Red Bull oder was auch immer, egal was es ist, würde ich jedes Mal nehmen. Ist auch viel gesünder. Also. Ja, Das eben. macht Nicht voll nur Sinn. weil es gesünder ist, sondern weil es auch noch besser schmeckt. Ja. Das ist halt nochmal, also es ist einfach besser. Ja, vielen Dank Ganz ehrlich. vielen Dank für die Werbung. Ja, safe, absolut. Und jetzt interessiert mich aber, wie habt ihr das entwickelt? Also, um ganz ehrlich zu sein, machen wir echt immer alles einfach, wie es uns gerade irgendwie vor die Füße fällt. Ja. Wir sind ja auch keine Produktprofis und wir sind in gar nichts Profis eigentlich so richtig. Wir machen einfach die Aufgabe, die irgendeinem von uns vor die Füße fliegt, die macht halt dann jeder irgendwie. Fake it till you make it mal so ein bisschen. Ja, oder? genau. Und wenn du, keine Ahnung, wie macht man sowas? Also wir wussten, was wir ins Getränk reinmachen wollen ungefähr. Dann denkst du, wie produziert man so ein Getränk überhaupt? Und dann musst du erstmal einen Produzenten finden, der diese Rohstoffe produziert. Das ist ja wie so eine Pulvermischung. Und da brauchst du einen Flaschenabfüller, der das dann zusammenmischt. Und das ist gar nicht so einfach. Erstens, das weil glaub ich. die Mindestmengen sind halt immer schon so ein bisschen krass. Was wir natürlich als Vorteil haben, als ex-erfolgreiche Gründer, ist, dass diese Unternehmen, selbst wenn wir nur wenig nehmen, die glauben daran, dass es Erfolg wird, weil wir halt die Erfahrung schon ein bisschen mitbringen. Ja. Ich kann auch verstehen, dass wenn so ein Flaschenabfüller jedem Startup, das irgendwie 200 Flaschen will, sagt, wir Ja, machen das, klar. dann werden die ja nicht mehr fertig. Ja, niemals. Deswegen ist es schon unser Vorteil, aber ja, also mir sind also Sachen wichtig, wie das war sauschwer, jemanden zu finden, der eine schöne Flaschenform hat. Ja. Das ist nämlich schon ein Riesenthema. Wenn du dir eine eigene Flaschenform machen willst, dann kostet es 50.000 Euro für die Pressform anscheinend. Crazy. Allein schon. Weil das wird ja dann so reingeblasen. Ja, klar. Und da haben wir nur einen gefunden, der das für uns machen kann. Und ich glaube, das macht es auch aus, wenn das nämlich dann im Regal steht und es sieht aus wie so eine Aldi-Flasche mit so dünnem Plastik und sowas. Ja, klar, Dann- absolut. Dann denkst zahle du ich da gleich. keine 2 Euro dafür. Das, Absolut. Ja, Ja, also die Quality stimmt schon absolut. Da habt ihr alles richtig gemacht. voll. Ist auch RPET Ja, recycelt. richtig gut. Muss hier das Design nochmal ein bisschen anpassen bei der nächsten Produktion, glaube ich. Ja. Da hätte ich ein paar Vorschläge für dich. Ja, Aber du bist ja sowieso bloß zufrieden, wenn es du machst. so ist es. Sehr blöd. Ich bin ja kein Grafiker eigentlich, aber ich muss trotzdem alle Grafiken machen. Ja. Nee, da habe ich ein paar gute Vorschläge für Ja, dich. bin ich gespannt. Ich höre es mir an, kann nichts versprechen. Na, immerhin, hey, viele Leute kriegen schon gar nicht die Anhörung überhaupt. Ja, Deswegen mein Gott. bin ich Wie schon hört sich mal das an? Die Anhörung. die Anhörung. Beim Daniel, die Anhörung. Vom Chef persönlich. Nee, deswegen, aber okay, da finde ich schon mal sehr gut. Okay, aber du hast gerade eben zum Beispiel angesprochen, dass ihr jetzt schon mal Erfolg hattet, was das Unternehmen und sowas angeht. Denkst du dann, dass es, ja, okay, wie stelle ich die Frage am besten, dass es einfacher ist, wenn du schon mal ein Unternehmen gemacht hast oder beziehungsweise wenn du irgendwie einen privilegierten Hintergrund als Unternehmer hast, sozusagen, beziehungsweise als Mensch, ist es dann einfacher, ein Unternehmen zu starten und erfolgreich zu werden? Natürlich. Also ja, und zwar Welten einfacher Ja. ist es. Würde ich sagen, privilegierten Hintergrund. Wenn du jetzt sagst, meine Eltern geben mir 500.000 Euro zum Start. Ich kenne einen Gründer, bei dem Ja, das so war. okay, crazy. Und da ist es natürlich dann so, dass du kannst mit viel weniger Risiko arbeiten. Ja, klar. Und das macht schon mal einen riesen Unterschied. Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe jetzt irgendwie bei mir was, so Studienkredit, 40.000 musste ich zurückzahlen, dann habe ich mir noch 20.000 Euro von der Bank geliehen, weil ich mir so dachte, also, wenn das nichts wird, kann ich nichts Ja. davon mehr zurückzahlen, das ist eh für den Arsch. Aber trotzdem bist du dann so im Zugzwang und deine Entscheidungen sind immer beeinflusst von dem Wissen, dass wenn das jetzt die falsche Entscheidung ist, dann bin ich pleite und muss Privatinsolvenz anmelden. Und da hast du halt ganz viel Angst und da läuft es halt nicht so. Und wenn man einfach von seinen Eltern oder von woher auch immer 500.000 Euro kriegt, dann sagst du halt, ha, Ja. mir doch egal, erstmal ein BMW leasen. Ja. Ja, das wäre das Erste, was man macht. Genau, Ganz erst klar. nochmal, ja. Brauchst ja. Das ist kein Witz. Die meisten Leute Ja. machen das. Ich habe Das stimmt. ich weiß nicht mehr, wer das war. Die haben uns dann ausgefragt, ja, die haben jetzt so ein Investment bekommen, jetzt wollen sie erstmal HR-Mitarbeiter Ah, ja. einstellen und dann erstmal ganz viele Mitarbeiter und sowas. Denke ich mir, Alter, mach es mal selber. Also weißt du, man kann so viel selber, man arbeitet erstmal 12 Stunden am Tag als Gründer, Ja. bis das so ein Ding, aber stell doch nicht als allererstes einen HRler ein, Ja, irgendwie, der das- noch mehr Geld verbrennt und ein dickes Auto, dann Mords Büroflächen irgendwo in der Innenstadt und sowas.
ah ja, also jetzt haben wir alles, Geld ist weg, verkauft haben wir noch nichts. Genau. Ja, so Das fand ich, funktioniert's. da gleich zwei Sachen dazu. Einmal, ein Business ist Money in, not Money out. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem gestern zum Beispiel, als ich mir die Episode bei Höhle der Löwen angeguckt habe, wo du gemeint hast, den Witz fand ich richtig, richtig gut, wo Frank Thelen, glaube ich, gefragt hat, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Du hast gesagt, ja, nur wir beide. Ja, wir sind also die 4 Mitarbeiter, die ja, wir haben. Den fand ich so gut. stimmt, kann ich mich noch Den, daran den erinnern. fand ich richtig, Wir sind die richtig gut, einzigen 4 weil ich mir Mitarbeiter, dachte, habe ich es gesagt. stimmt einfach so Ja. sehr. Ja, du musst ja Geil. alles selber machen. Ja? Also ich Ja, meine, auch wenn es absolut. perfekt wird, keine Ahnung, wenn du keine Webseite programmieren kannst, dann versuch's halt so lange, bis dir einigermaßen steht. Hauptsache, die kann nachher was verkaufen. Also das Ja, funktioniert klar. schon irgendwie. Absolut. Vor allem ist es manchmal auch relativ sinnvoll, sowas eben erst zu testen, gerade eben was Marktnachfrage angeht. Das heißt, wenn du zum Beispiel so ein Produkt machen möchtest, könntest du letztendlich sozusagen einfach mal die Fotos oder sowas selber machen, in den Shop reinstellen, sagen, okay, ein bisschen Marketing dafür machen und Genau. gucken, wollen die Leute das überhaupt kaufen? Wenn Sales reinkommen, super, dann sagst du denen halt, hey, okay, ihr kriegst dein Geld wieder zurück Genau. oder was auch immer. Und da hast du noch nicht viel Geld verbrannt. Das ist das Wichtige. Das ist eben genau Ja. der Punkt von dem Ganzen. Ja, aber loslassen ist schon auch schwierig. Ich kenne schon auch viele Gründer, die haben Startups, die pimmeln schon ewig so vor sich hin Ja. und es bleibt halt immer gerade so am Überlebenslimit und so, wo man vielleicht auch sagen müsste, ja, wenn es nach 3 Jahren nicht funktioniert, dann wird es Ja, wahrscheinlich auch in was Zukunft soll. nicht funktionieren. Ja. Und dann immer wieder auf Investorensuche und so ein Investor sieht natürlich ganz genau, in welcher Position du bist und Ja, gibt dir dann absolut. noch weniger Geld für noch mehr Anteile und so. Oh. Schon so ein kleines endloses Loch bei manchen. Ja, voll. Ich meine, ich glaube, das ist auch ein Tipp, den ich jedem Gründer geben würde und der ist extrem wichtig, den wir auch falsch gemacht haben teilweise. Wenn du Geld einsammeln willst, dann immer, wenn deine Unternehmenskurve gerade so steil nach oben ist. Weil ich mache immer so dieses Beispiel, dein Unternehmen ist hier gerade auf dieser Kurve und du willst hier Investment einsammeln und kannst ihnen das hier verkaufen. Mhm. Also dafür Ja. sollen die bezahlen. Wenn dein Unternehmen schon groß ist, auch wenn es 10 Millionen Euro Umsatz macht und die Kurve geht dann nach da und jetzt willst du Investment einsammeln, Ja. dann kannst du sagen, in einem Jahr bin ich immer noch hier. Ja. Ja, und deswegen immer Geld einsammeln oder Investoren suchen, wenn ihr gerade in einer Traumwelt des Wachstums lebt, weil dann kannst du auch einen Traum verkaufen. Okay, ja, macht Sinn. Ja, und vielleicht, wenn es dann klappt, ist ja auch gut so. Ja, klar, Aber natürlich, das ist ja das Ziel, wo du genau, was war das letztendlich hin willst. Wachstum eurer letzten 3 Jahre? Ja, 0 immer genau gleich. Dann weißt du genau, ja, in den nächsten 3 Jahren bleibt es auch genauso. Das ist alles, ja. Absolut. Ja, stimmt schon. Was war der größte Fehler, den du mal als Unternehmer gemacht hast? Ja, viele. Erzähl einfach mal, vielleicht Ich würde sagen, fällt es dir ja ein. zu lang an Mitarbeitern festgehalten aus Mhm. persönlichem Befinden sozusagen. Okay. Einfach irgendwie, wo man schon lange gewusst hätte, es passt einfach nicht, aber ich will jetzt auch nicht jemandem einfach kündigen. Ja, klar. Ich würde auch sagen, dumme Marketingausgaben, ganz viel, also bestimmt mal so mit 1 Million Euro hier versenkt und da versenkt, einfach für Sachen, die unbedacht total dumm waren, Fernsehwerbung oder sowas. Mhm. Einfach völlig für den Arsch. Also, War das bei Little Lunch oder? ja, genau. Okay. Da haben wir Fernsehwerbung gemacht. Und bei Fernsehwerbung ist es so, das macht man als allerletztes Instrument, wenn du alles schon ausgelutscht hast und jetzt musst du noch Mords Branding machen, so Mhm. ungefähr. Dann kannst du Fernsehwerbung machen. Dann lohnt es sich auch nur, wenn man wirklich mal richtig viel Geld in die Hand nimmt, damit es wirklich Werbedruck hat, auch im Fernsehen. Wir haben damals 500.000 Euro genommen und haben gesagt, wir machen da mal ein paar Spots. Und der beste Spot lief dann bei während Simpsons. Irgendwann waren es 18 Uhr okay. oder sowas in die Ja, Richtung. genau. 0 Menschen auf der Webseite. Krass. Also wirklich 0. Nicht ein einziger ja, Mensch okay, ist das deswegen kann, auf die das kann Webseite ich mir gekommen. auch vorstellen. Ich Ja. habe früher immer Simpsons geguckt, deswegen ich bin auch nie bei den Werbungen. Nee, also Wild. es gibt schon Unternehmen, da passt es halt total gut, wenn die sagen, hey, meine Emma-Matratze im Fernsehwerbungsangebot 50% Rabatt jetzt kaufen. Dann Ja. kriegst du schon Leute hin. Aber bei so einer Suppe ist ja sowieso sau schwierig schon überhaupt, dass Leute online das Produkt Ja. kaufen. Und dann ist es, wie gesagt, eine Branding-Maßnahme, dass die Leute dann im Supermarkt das Produkt wiedererkennen und irgendwann kaufen. Aber das war einfach völlig sinnlos, das zu machen. Wirklich. Okay, Teurer Fehler auf jeden Fall. okay. Ja, nicht schlecht. Okay, war das dann auch die größte Challenge, die du als Unternehmer hattest, das hinzubekommen? Größte Challenge. Oder Das ist ganz schwer zu sagen, echt. Ich würde sagen, also Mitarbeiter ist immer eine riesige Aufgabe, dass man da gute Leute einstellt und auch hart genug ist und sich auch trennen kann, manchmal vielleicht. Aber ansonsten, es ist einfach eine dauerhafte Challenge. Du arbeitest in 1000 Baustellen die ganze das Zeit. stimmt. Ja. Ja. Hier geht was kaputt, da geht was kaputt, hier Ja. brauchst du Geld, da ist ein Produkt nicht verfügbar. Du bist halt nur am
nur am Feuer löschen immer die ganze Zeit. Genau. Und eigentlich wäre das Schönste, wenn du irgendwann zu dem Punkt kommst, dass du keine Feuer mehr löschen musst, aber das wird nie passieren. Nee, Also, das stimmt. je größer du wirst, desto größer werden die Probleme halt. Ja, das stimmt. Genau, solve rich people problems, they pay better. Das ist Genau. das Ding. Okay, wenn du gerade Mitarbeiter ansprichst, worauf hast du dann damals geguckt? Weil normalerweise, ich denke so zum Beispiel, wenn du gerade ein Startup bist, beziehungsweise ein sehr junges Unternehmen, dann solltest du bei also wenn du Mitarbeiter einstellst, eher darauf achten, dass die tatsächlich irgendwie Performance liefern. Aber wenn du ein großes Unternehmen bist, dann kannst du natürlich wesentlich besser auf irgendwelche Werte von den Mitarbeitern schauen, dass sie zum Beispiel sagen, okay, ja, ich lerne super gerne, ich möchte das und das machen, was auch immer. Worauf hast du dann damals bei deinen Mitarbeitern geguckt und was war vielleicht der Fehler dabei? Ähm, mal so, mal so. Also bei uns war immer sehr wichtig, dass wir Leute gefunden haben, wo du im Gespräch einfach gemerkt hast, das hat direkt Flow, das macht Ja, direkt Spaß also und die die haben Chemie wirklich, stimmt so. genau, die haben wirklich Bock auf das und die kommen hierher, Mhm. nicht wegen dem Job, sondern wegen dem Unternehmen, die finden das Unternehmen cool, Mhm. die ganze Philosophie dahinter, die haben Lust dort zu arbeiten. Weil das sind dann genau die Leute, wo du dann sagst, hey, heute müssen wir echt alle mal richtig Gas geben und keine Ahnung, wir müssen heute ein bisschen länger arbeiten. Die sind alle so voll dabei und die schwärmen voll für das Unternehmen. Und auch wenn die vielleicht ihren Job nicht perfekt gelernt haben, Ja, ist es nicht so wichtig, weil die immer alles geben werden und genau, alles für dein okay. Unternehmen geben werden. Und wenn du jetzt jemanden einstellst, der irgendwie 3 Jahre Head of Arsch von irgendwo war und dann Ja, bei dir ist, dann will der erstmal alle Strukturen ändern will ja, dann, ich weiß auch nicht, das war immer echt schwer zu sagen. Ich fand Passion wichtiger als Skill okay. für mich. Es gab aber auch Jobs, da hätten wir vielleicht lieber Skill als Passion Genau, weil eingestellt. das war zum Beispiel bei mir mal der Fall. Da dachte ich mir, okay, ich hätte jetzt lieber, gerade weil eben das Geld nicht Ja, unendlich vorhanden ist, dann musst du halt am Anfang eher drauf schauen, dass die Ergebnisse reinkommen. genau. Weil wenn das passt, dann kannst du später wesentlich mehr auf Passion achten. Ja, ja, voll, genau. Es wäre Okay. natürlich auch gut, wenn du Skill-Leute einstellst und die zu passionate Leuten machst, so Ja, ungefähr. Aber ich meine, ja, ich muss auch sagen, vor 10 Jahren hat man auch leichte Leute gefunden, denen es jetzt nicht nur so um das Geld ging. Es sollte immer ums Geld gehen als ja. Mitarbeiter, also nicht, dass man es wenig zahlt, aber es gibt halt viele mittlerweile, da geht es nur ums Geld. Ist Mhm. mir egal, in welchem Unternehmen ich arbeite, Hauptsache ich krieg so und so viel Dings und mache dann halt so mein Ding, aber das ist auch einfach unsympathisch, da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Ja, klar, So, verständlich. ja. Absolut. Wäre bei mir Deswegen haben wir immer genauso. darauf geachtet, dass wir coole Leute halt im Büro haben, weil irgendwie lieber 100.000 Euro weniger Umsatz und dafür mehr Spaß. Also weil Ja, es ist ja meine persönliche Freude im Leben, wenn ich im Büro bin ja, und eben. entweder nur mit Idioten zusammenarbeite, die ich mir selber ausgesucht habe, oder nur mit coolen Leuten. Ja, Und ich habe mir halt die coolen Leute ausgesucht. ja, ist schlau. Würde ich genauso machen. Ja, nicht immer ganz schlau, aber hat mehr Ja, Spaß gehabt. Mehr Spaß hatte ich man da. lernt ja schließlich daraus, aber genau. Letztendlich muss man auch denken, man verbringt ein Drittel seines Lebens mit Arbeit oder sowas. Also Ja, wenn's schlecht kommt, wie wir als Unternehmer sogar noch mehr. Deswegen, natürlich brauchst du dann Leute, mit denen du Spaß hast bei der ja, Arbeit. voll. Also Ja. absolut. Okay. Was wäre dein bester Tipp für Unternehmer, die jetzt gerade erst starten? Oh Mann, das ist so schwer. Ähm, wir hatten ja schon so viele Tipps, also Ja. ich würde echt sagen, die Marktgröße ist, glaube ich, das Entscheidendste. Mhm. Vielleicht Je kann man größer, desto besser, vielleicht kann man es oder? ja so erklären. Ähm, du kannst realistisch davon ausgehen, wenn du ein neues Produkt machst für einen bestehenden Markt und du machst alles richtig und bist so richtig geil in dem, was du machst, erreichst du 5% des Marktes als Mhm. Kunden. Macht Weil du Sinn, musst ja ja. 5% klauen von anderen Leuten, die das aktuell machen. 5% vielleicht ist eine Zahl, oder selbst wenn du sagst 10%, was schon voll unrealistisch ist, aber wenn du Mhm. das machst. Und jetzt schaust du dir mal vorher die Marktgröße an. Deswegen, viele Leute fragen sich immer, wieso muss man so einen großen Markt im Pitch-Deck reinschreiben? Wenn der Markt jetzt 1 Million groß ist in Deutschland und du kriegst davon 5%, Mhm. im Bestfall, dann kannst du gleich aufhören. Weil Ja, wie willst du wenn der Markt aber 50 Milliarden groß ist und du kannst davon ein 5% Kuchenstück haben, das stimmt. und deswegen sollte man sich da ganz genau überlegen, wie ist ein Markt, wie groß ist der Markt, und auch der Markt heißt nicht Frauen im Alter von 30 bis 40. Das Mhm. ist kein Markt. Sondern da muss man sich so lange damit auseinandersetzen, muss sich so lange mit dem Produkt beschäftigen, bis man wirklich so gut wie möglich versteht, wer wird mein Produkt nachher kaufen, und das dann so klein wie möglich zu reduzieren, den schlechtmöglichsten Markt für dich auszudenken. Und wenn davon 5% immer noch genug für dich sind, um geil zu sein, dann kannst du das Produkt starten.
Genau, das haben wir ja vorher auch nochmal kurz besprochen, was bei Startups zum Beispiel oft ein Problem ist. Das kenne ich zum Beispiel aus dem Marketing eben gerade perfekt, dass die einfach nicht wissen, wer die Zielgruppe letztendlich Ja, ist. weiß Die ich auch dann, nicht, gell? ja. Ist geil. Nee, da sind wir ja gerade ziemlich gut am herausfinden, Ja. was das zum Beispiel angeht. Deswegen, das ist halt einfach ein Prozess, für den du ein bisschen Geld brauchst. Ja. Und nach und nach kommt das natürlich. Und letztendlich irgendwann kommt dann der Punkt, zum Beispiel gerade bei Facebook-Ads oder Meta-Ads mittlerweile, dass du halt einfach die Daten im Hintergrund hast, dass du im Prinzip gar nicht mehr wissen musst, wer ist meine Zielgruppe, also zum Beispiel 18 bis 35 oder Mhm. was auch immer, was sind deren Interessen, sondern du hast einfach die Daten von Facebook, spielst die ein Ja. und hast dann deine Zielgruppe daraus. Deswegen, das ist halt einfach der Punkt, bis du an diesen Punkt kommst, musst du halt das Geld ausgeben und pokern, wer Ja. deine Zielgruppe ist. Wenn du es dann hast, dann weißt du es auch, okay. Genau. Ja, also ich würde ja sagen, Markt und Zielgruppe ist ja auch nochmal so ein bisschen was anderes, so ein Ja, bisschen, auf jeden Fall. aber Auf jeden die Fall. ähneln sich schon sehr. Ich glaube, was ich auch bei ganz vielen Startups merke, was auch so Margenthema und Gewinnthema angeht, ist, es gibt nichts Ätzenderes, als wenn du abhängig bist von der Runrate der Investoren oder den Geldern, den du hast. Mhm. Wenn die jetzt sagen, der Investor gibt dir jetzt in der nächsten Runde 1 Million Euro für dein Unternehmen und du kalkulierst dann, weil du ja jeden Tag Geld verbrennst, die Runrate ist jetzt 5,5 Monate, dann ist das Geld wieder weg, dann muss ich neu raisen. Ja, das ist das Problem, dass du das Geld eingesammelt hast und an dem Tag fängst du an, neu zu suchen. Und du bist dann als Gründer nur damit beschäftigt, neue Investitionen zu suchen die ganze Zeit. Das ist deine Hauptaufgabe. Ja. Und du hast doch die ganze Zeit Angst, was passiert, wenn meine nächste Runde Series bla kein Investor mehr kommt, dann bist du innerhalb von einem Tag pleite. Mhm. Und das wäre nicht meine Art zu arbeiten. Die finde ich einfach nicht so cool. Finde ich Ja. nicht so schön. Aber ganz viele machen das so, auch so FMCG-Unternehmen machen das so, die versagen einfach, wir brennen einfach richtig viel Geld. Und dann kommt sowas wie Corona, dann kommt sowas wie ein Krieg und die Investoren sagen, oh, boah, gerade habe ich eigentlich keinen Bock mehr zu finanzieren. Und du sagst dann, ach sorry, das war doch ausgemacht vor einem halben Jahr. Ja, Ja, nee, sorry, du bist jetzt pleite und das ist halt super ätzend. Also verständlich. muss da nicht so Ja, voll klar. ins Risiko gehen. Okay, crazy. Ich habe früher öfters ein Problem damit gehabt. Ich habe jetzt schon in meinem ersten Podcast zum Beispiel mit Frauen? Mit Frauen hatte ich noch nie ein Problem, Chef. Sorry für den Anruf. Das stimmt sogar tatsächlich. Nee, sondern Leistungsdruck und Verantwortung. Wie Mhm. gehst du damit am besten um? Ich glaube, da gibt es ja keinen Geheimtipp dafür, weil entweder Ja. du kannst es oder du kannst es nicht. Okay. Oder? Also ich meine, man kann jetzt nicht sagen, ich lerne jetzt Leistungsdruck Ja. auszuhalten irgendwie. Wenn du von dir selbst weißt, schon von vornherein, das ist nichts für dich. Irgendwie Mhm. so Mitarbeiter und Stress und Geldprobleme und alles und du packst es so privat schon nicht, Okay, ja, das stimmt schon. dann wirst du auch kein Unternehmer werden. Ja. Ziemlich sicher nicht. Und ich weiß auch nicht, wieso das bei uns so ist. Das ist so einfach, das wird so wegignoriert. Ja, es kann die schlimmsten News aller Zeiten kommen. Das ist für mich immer noch so, okay, alles Ja. klar, muss man irgendwie weitermachen. Also ich habe nie so Angst davor, dass jetzt alles im Bach runtergeht, weil vielleicht liegt es daran, weil ich mir dachte, wenn es so ist, dann ist es halt so. Ja. Ja, ich habe jetzt nichts zu verlieren. Das ist ja oft das Problem, wenn Leute gründen, die Familie und 3 Kinder und ein Haus abzuzahlen haben, wo du denkst, wenn das jetzt pleite geht, dann bin ich voll der Gearscht, das ist richtig. Und bei mir war es immer völlig egal. Also Ja. entweder nichts oder alles. Ja, Also, deswegen habe ich so früh gegründet, weil ich dachte, das Einzige, was ich verlieren kann, ist nichts, weil Genau. ich nichts hatte. Also was Kein soll Risiko. passieren? Deswegen, ja, okay. Ja. Ja, okay, aber du sprichst genauso an, wie Martin das letzte Mal im ersten Podcast genauso gesagt hat. Im Prinzip einfach nur diese Gelassenheit, diese komplette Gelassenheit. Du darfst nicht auf alles eine Reaktion haben und was auch immer, sondern du musst einfach komplett gelassen an die Geschichte rangehen und einfach ein Problem für das Ganze suchen. Ja, genau. Aber wenn man das nicht kann, dann kann man es auch nicht. Also ich habe Ja. nichts gelernt. Also das zu lernen, das stimmt. Was ich schon immer schrecklich finde, ich persönlich, sind diese ganzen Business Coaches und so das Mhm. Ganze und Mindset, Weiterbildung und irgendwie sich selbst, so, keine Ahnung. Für mich war immer klar, ich bin so, wie ich bin. Ja. Und ich will das auch von niemandem anders von außen verändern lassen, Mhm. weil ich bin vielleicht auch erfolgreich im Geschäft oder im Unternehmen oder mein ganzes Leben habe ich allein bestritten und habe so gemacht und war so happy damit und fand es cool. Und ich brauche jetzt niemanden, der mir sagt, so musst du dich ausdrücken oder so musst du dich vor Investoren gegenüber verhalten und sowas. Nee, also ich will mich auf gar keinen Fall verändern lassen Mhm. von irgendjemand anders, der denkt, er weiß besser, wie man sich wohl verhält als ich, weil er Ja. sagt, er ist Business Coach. Das ist ganz, ganz schlimm für mich, wirklich das Allerschlimmste. Und scheinbar hat es ja gut funktioniert. Wahrscheinlich habe ich auch viele Sachen im Leben nicht bekommen oder erreicht, weil ich irgendwie zu
zu sehr ich war. Irgendwie Ja. kann das sein. Aber trotzdem war ich glücklich damit und das war irgendwie wichtiger. Okay, verständlich. Welche Person hat dich im Leben am meisten beeinflusst? Mutter. Mutter? Mhm. Sehr gute Antwort. Ja. Gefällt mir. Voll, ja. Ja, ziemlich sicher. Ist auch noch nicht immer klar gewesen irgendwie. Mhm. Aber meine Mutter, die war zu uns schon immer so, ihr seid die Tollsten, ihr seid die Bestaussehendsten, ihr seid die, also immer so wie eine Mutter Ja. also ist, bei ihr so ganz extrem und auch super stolz auf uns und alles und so pushy. Und wahrscheinlich sind wir deswegen auch so geworden, wie wir geworden sind. Okay. Also was so, dass ich jetzt nicht tot umfalle, bevor ich in ein Investorengespräch gehe, Ja. sondern denke mal halt, Schnauze, du. Ja. Davon kann ich mir noch ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Ich bin schon relativ weit, was das angeht, aber so die letzten 5% fehlen noch. Ja, das ist aber auch, das Aber- ist ein Lernen auch. Ja, genau. Das stimmt, das Einzige, was man lernen kann. Bei mir ist so, ich war 10 Jahre Sänger in der Band. No shit. Ja. Echt jetzt? Das Krass, war, das wusste ich gar nicht. also ich angefangen mit 18 oder so, Okay, bis Ende 20 ja. in der Rockband. Und da habe ich in den 10 Jahren natürlich immer gelernt, ich war immer der Typ, der vorne dasteht und die Mhm. Leute animieren muss und Ja, mitmachen klar. muss und sowas. Und das hat mir so viel geholfen, einfach das auf glaub einer ich. Bühne zu stehen und irgendjemandem was zu erzählen und sowas, weil irgendwann am Anfang denkst du dir auch so, Gott, super aufgeregt, Mhm. schnell eine Flasche Whisky reinhauen, dass es irgendwie funktioniert. Und dadurch, das hat mir mega viel gebracht. Irgendwie musste ich halt so ein bisschen selbst ins kalte Wasser werfen. Und da wird mir immer selbstbewusster, was das angeht. Dann. Okay, ja, jetzt, das erklärt einiges. Vielleicht, ja. Nee, okay, aber crazy, das wusste ich gar nicht. Wie hieß eure Band damals? Das sage ich nicht. Okay, gleich so schlimm? Oder Nö, gibt's aber Videos davon? Das ist einfach das ist so meine Vergangenheit. Die Okay. muss man nicht mehr irgendwie aufrollen. Okay, nicht schlecht. Okay, crazy. Sau cool, das hätte ich dir. Also, man kann es ja ein bisschen ansehen, ne? Aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Crazy. Mein Friseur in Bali sagt immer, you're the singer in the rockband, right? Wie geil ist das bitte? Okay, Hammer. Ja, ganz ehrlich, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel, weil wir sind jetzt auch schon über eine Stunde mittlerweile dran. Oh, echt? Tatsächlich. Stunde 10 Minuten, glaube ich ungefähr. Ist jetzt aber nicht so wichtig. War schön mal wieder. Also wirklich, Ja, ich habe ne? schon ewig keine Aufzeichnung mehr gemacht. Ich habe morgen noch mal eine tatsächlich. So Ja. ein bisschen jetzt so zum Eingrooven, aber hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es macht mir Spaß, mit dir zusammen zu arbeiten. Ja, same. Danke Ja. dafür. vor Und allem. ich hoffe, dass der Podcast ein Riesenerfolg wird, aber wie soll er auch nicht? Wie soll er auch nicht? Nee, ganz ehrlich. Also ich werde die ganze Podcast-Geschichte auch mega durchziehen, weil ganz ehrlich, das macht mir seit langem mal wieder am allermeisten Spaß. Ja, glaube ich. Weil, keine Ahnung, es ist einfach so cool, Leute kennenzulernen, einfach mal so one-on-one mit jemandem zu reden. Und wir haben es ja vorher einmal kurz gesagt, das ist wie wenn du zum Beispiel bei der Höhle der Löwen auf die Bühne gehst sozusagen, dein Gehirn einfach ausschaltet und du bist so im Moment. Kennt man ja zum Beispiel auch vom Sport oder was auch immer. Ja. Und jetzt, beim Podcasten ist das bei mir genauso. Bei mir ist es auch immer so. Ja, also ich habe Deswegen- immer nervös vor irgendwas oder auf die Bühne zu gehen. Ja, Und sobald ich da stehe, geht einfach der Wasserfall los. ja, genau. Die Kamera geht an und fertig ist es. voll das gut, rote ja. Licht leuchtet. Da kann man von Glück sagen, wenn man so ein Typ ist, weil ich glaube, für viele ist es halt auch super schwer, wenn sie dann irgendwo pitchen Ja. müssen und sowas. Ja, aber wie gesagt, kann man schon lernen alles. Ja, das Ding bei mir zum Beispiel, früher, so vor 2-3 Jahren, wollte ich niemals vor der Kamera sein, weil meine Frisur nie saß. Die Probleme Das- der Jugend. Ja, so. genau. Das ist halt wieder typisch, ne? Ja. Dann abrasiert und fertig. Problem war weg. Ganz ehrlich. Perfekt. Ja, also wirklich, das war vor allem auch mit die beste Idee, die ich je hatte tatsächlich. Ja. Weil ich war das letzte Mal, war ich in Rumänien, habe ich dir ja erzählt. Und ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, aber wir waren Paintball spielen. Mhm. Und der Typ, der das Paintball organisiert hat, also dem das gehört hat, kommt halt aus einem kleinen Dorf aus Rumänien oder was auch immer. Ich komme da anstolziert und er so, hey, Eminem is playing at my game. Und ich dachte mir so, Stimmt, ja. und no shit, ich glaube, ich habe es dir gesagt, ich habe ja sogar Selfies mit ihm machen müssen, ne? Die er dann Was? seinem Sohn geschickt hat. Und der Sohn meinte, it's the real Slim Shady. Ey, ich dachte mir einfach nur, bin ich gerade im falschen Film oder werde ich gerade in Rumänien als Eminem erkannt, Alter? Einfach durchziehen, das ganze Thema. Ja, Ich kriege jetzt absolut. alles umsonst, Leute. Absolut, habe ich genauso gemacht. Nee, Spaß, ich habe ihm am Ende noch ein bisschen Trinkgeld gegeben, weil der super lieb war. Also richtig korrekter Typ.
Sieht man auch auf Instagram den Post, falls man mal gesehen, zufälligerweise in Rumänien ist, absolut zu Taco Paintball gehen. Taco Paintball, ja. Es ist richtig, richtig geil. Also wirklich, hat so Bock gemacht. War auch mein erstes Mal Paintball spielen. Weil erster Schuss ging direkt hier oben hin. Das ist ja, also halt auf die Maske, ne? Nicht, nicht auf die Stirn. Da hat man gerade so richtig ziehen, ne? Nee, das ist ja das erste Foto bei dem Instagram-Post. Das war so lustig, hat so Bock gemacht, ne? Muss ich mal machen. Hast du auch noch nie gespielt? Nee, noch nie. Boah, unbedingt machen. Ja? Es ist so lustig. Du fühlst dich halt wie, als wärst du im Krieg. So lustig, jetzt fühlst du dich, als wärst du im Krieg. Ja, Krieg in guter Form, ne? Gibt's das, Krieg in guter Form? Ja, okay. Nee, jetzt hast du dich schon reingeredet. Das streich mal raus, das streich mal raus. Nee, das war so lustig. So, in der letzten Runde, ein Teammate von mir, hat keine Munition mehr gehabt. Er war so neben mir im Graben. Ich sag so, ja, komm rüber, ich teile mein Magazin mit dir. Und ich gebe ihm Feuerschutz so. Und dann kommt er halt rübergerannt. Ich mache mein Paintball-Teil auf, gebe ihm noch die Hälfte meiner Kugeln und am Ende gewinnen wir die Runde. Oh. Ey, es war so geil. Ey, es hat sich lange nichts mehr so gut angefühlt. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das war saugeil. Seitdem sind wir auch richtig dick. Man kann es in Bali auch machen, vielleicht teste ich es mal. Ja, unbedingt. Kannst du surfen? Mhm. Hast du schon mal ausprobiert? Ich habe Angst vor Meer. Ah, echt? Ja, also ich bin allergisch gegen Meerwasser. Richtiger Mann. Kann man allergisch gegen Meerwasser sein? Ja, wegen dem Salz, ich weiß auch nicht. Ach, no shit. Okay. Ist auch nicht so wild irgendwie. Crazy, okay, das wusste ich auch nicht. Nee, ich bin Angler einfach. Ich bin auch jetzt, ich werde ja dieses Jahr 40 und deswegen. Ja, aber Angeln ist auch hammergeil. Boah, ich liebe Angeln, ja. Same. Und Surfen ist mir einfach, ich habe Angst zu ertrinken, glaube ich. Ja, okay. Aber ganz ehrlich, so Meer ist schon ein bisschen scary, muss man sagen. Voll. Gerade weil du einfach nicht in deinem Element bist. Ja, genau. Der Hai isst dich einfach, du kannst für mir Meer und Höhe. Beides nicht meins. Ja, Höhe auch. Ich gehöre genau hier hin, wo ich aktuell bin. Nicht tiefer, nicht höher. Nicht tiefer, nicht höher. Okay, ja, perfekt. Ich würde sagen, damit beenden wir den Podcast für heute. Ey, Hammer, Dankeschön, dass du heute hier warst. Hat mich mega Danke, gefreut. dass ich da sein durfte. Ja, jedes Mal wieder gerne. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Das wird richtig geil. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Awesome. Dickes Dankeschön geht noch raus an das Werk 1, das mir hier die Möglichkeit gibt, meinen Podcast aufzunehmen. Man kann hier nicht nur das Podcast-Studio mieten, sondern zum Beispiel auch Coworking Spaces sowie Coworking Offices für digitale Startups oder sogar Co-Living Apartments, in denen man 1 bis 6 Monate leben kann. Und es gibt hier ein Café mit dem besten Kaffee in München, in dem man netzwerken und arbeiten kann. Also, wenn ihr Unternehmer seid oder es werden möchtet und aus München kommt, kommt unbedingt mal vorbei oder schaut euch die Webseite auf www.werk1.com an.